Ich habe mich in meiner Dissertation stark interessiert für so erste Eindrücke. Wer findet eigentlich wen spontan sympathisch? Und habe dann eine Studie gemacht mit Erstsemestern, wo die sich kurz vorgestellt haben gegenüber all ihren zukünftigen Kommilitonen zum Zeitpunkt, wo sich alle noch nicht kannten. Was ich gefunden habe, und das hat mich sehr überrascht an der Studie, dass tatsächlich die Narzissten beliebter waren. Wenn ich da sitze, sehe ich ja nur, ach guck mal, die Person ist ja irgendwie unterhaltsam, die geht aus sich raus, die bricht das Eis in einer Situation, die für alle unangenehm ist. Wenn da eine Person ist, die einfach aus sich rausgeht und die Situation leichter macht, dann ist das was, das finden wir sympathisch. Ja. Ja? Und dann denken wir gar nicht darüber nach, ist das vielleicht ein Narzisst oder nicht, sondern wir finden einfach das Verhalten sympathisch. Und dann ist natürlich die spannende Frage, na, wie geht das dann weiter? Mindseed mit Leon Heimann. Professor Dr. Mitja Back ist Professor für Persönlichkeitspsychologie und beschäftigt sich seit Jahren mit einer Eigenschaft, die wir alle sofort verurteilen, aber kaum wirklich verstehen. Narzissmus. Denn das Spannende ist, die Menschen, vor denen wir uns später schützen wollen, sind oft genau die, von denen wir uns am Anfang angezogen fühlen. In Studien zeigt sich sogar, dass Narzissten beim ersten Eindruck besonders gut ankommen. Sie wirken selbstbewusst, charismatisch, ziehen Aufmerksamkeit auf sich, aber genau da kann es im Laufe der Zeit kippen. Ich wollte mit Mitja sprechen, weil mich genau dieses Spannungsfeld interessiert hat. Warum fühlen wir uns zu bestimmten Menschen hingezogen, obwohl wir später merken, dass es uns gar nicht gut tut? Und was sagt das eigentlich über uns selbst aus? In dieser Folge geht es darum, was Narzissmus wirklich ist, warum er nicht einfach gut oder schlecht ist, wie er unsere Beziehung beeinflusst und warum ein Teil davon in uns allen steckt. Du wirst verstehen, worauf du achten kannst, wenn dich jemand sofort begeistert und warum genau da manchmal die größte Fallhöhe liegt. Und wenn dich Gespräche über mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung interessieren, dann abonniere den Kanal doch gerne mal kostenlos auf YouTube oder Spotify. Damit unterstützt du den Podcast und sorgst dafür, dass wir weiterhin solche Gespräche führen können. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse bei dieser Folge Mindseed Podcast, deinem Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung. Mitja. Narzissmus wird heute in den Medien auch oft als toxisch abgestempelt und gleichzeitig ist es aber ja auch eine ganz normale Persönlichkeitseigenschaft. Was verstehen wir wissenschaftlich unter Narzissmus und wo unterscheidet sich das von dem, was viele als Bild im Kopf haben? Ja, es ist, wie du gesagt hast, eine Persönlichkeitseigenschaft. Das heißt, es geht um Unterschiede zwischen Menschen, die mehr oder weniger stark ausgeprägt sind. Und hierbei kann man so, wenn man sich wirklich fokussiert auf das narzisstische Mindset, unterscheiden zwischen Grandiositätsgefühlen, also diesem Gefühl, ich bin etwas ganz Besonderes. Um diese Unterschiede geht es. Um das Anspruchsdenken, also das Gefühl, ich habe ein bisschen mehr verdient als andere. Und um das Streben nach Status, also das Streben nach Aufmerksamkeit, dass andere ja, zu einem aufschauen, dass man etwas Besonderes erreicht im Vergleich zu anderen. Das heißt, diese drei Komponenten, Grandiosität, Anspruchsdenken, Streben nach Status, das macht so den Kern dieses narzisstischen Denkens, dieses narzisstischen Fühlens aus. Und Unterschiede darin, das wäre Narzissmus. Und was ganz wichtig dabei ist, es geht nicht darum, dass es irgendwie ein krankhaftes Mindset ist und dann gibt es die anderen und nur dieses krankhafte Mindset nennen wir jetzt Narzissten, sondern es geht um graduelle Unterschiede in diesem Denken. Und ich glaube, das können wir ganz gut auch alle nachvollziehen, weil so ein bisschen was kennen wir davon alle. Ne? Wir alle haben manchmal das Gefühl, dass wir irgendwie was Besonderes erreicht haben, sind irgendwie stolz auf uns. Ne? So ein Hauch von Grandiosität. Wenn wir irgendwie Geburtstag haben, dann darf sich schon mal alles um uns drehen. Dann haben wir das Gefühl, wir haben irgendwie heute ein bisschen mehr verdient als andere. Und dieses Streben nach Aufmerksamkeit ist auch etwas, was wir alle irgendwie gut nachvollziehen können. Das ist einfach ein sehr begrenztes und deswegen wertvolles Gut, die Aufmerksamkeit anderer Menschen. Und Narzissten sind eben einfach Personen, die ein bisschen stärker ausgeprägt sind in diesen Tendenzen. Das heißt, man muss sich das wirklich als Skala vorstellen, von ganz wenig ausgeprägt bis viel ausgeprägt, so wie wir das bei anderen Eigenschaften auch tun. Ne? Wie wir das, also die Schüchternheit, würden wir auch sagen. Es gibt schüchterne, mittelschüchterne und wenig schüchterne Menschen. Ne? Und genauso ist es bei Narzissmus auch, bei Intelligenz, Ordentlichkeit, allem Möglichen. Haben wir alle eine gewisse Ausprägung, so ist das auch bei Narzissmus. Wenn ich das nochmal zusammenfasse, heißt das, also Narzissmus besteht sozusagen aus dem Grandiositätsgefühl, das da mit reinspielt, das Anspruchsdenken
und das Streben nach Status. Mhm. Das sind sozusagen einfach Anteile, die Narzissmus ausmachen, aber es ist sozusagen nicht so wie oft in den Medien irgendwie gelabelt, ne? Dass es besonders negativ oder positiv ist, sondern das ist einfach aus deiner Sicht auch, und du sprichst ja für die Wissenschaft, ein Anteil in uns. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Es ist einfach eine bestimmte Art des Denkens und Fühlens, die stark ausgeprägt ist bei Personen, die wir dann Narzissten nennen. Und darin ist erstmal überhaupt nichts Krankhaftes. Ne? Sondern das ist eine Persönlichkeitsausprägung, die mehr oder weniger stark ausgeprägt sein kann. Und wie bei allen Eigenschaften, die meisten Menschen haben irgendwie so mittlere Ausprägungen. Ja? Die fühlen sich schon ganz gut mit sich, aber eben nicht übermäßig. Ähm, und dann gibt es eben Menschen, die sehr niedrige Ausprägungen haben, die ganz wenig narzisstisch sind, die das Gefühl haben, dass sie eigentlich gar nichts Besonderes sind, dass sie denken, dass eher andere mehr verdient haben, die Aufmerksamkeit gar nicht haben können. Und es gibt eben Personen, die sehr stark ausgeprägt sind. Und dann verwenden wir dieses Wort Narzisst halt für Personen, die starke Ausprägungen haben. Man darf dabei im Hintergrund nicht vergessen, dass es eine Skala ist. Ne? Es gibt nicht diesen einen Punkt, wo man sagt, jetzt bist du ein Narzisst und jetzt nicht mehr, sondern das ist ein gradueller Unterschied. Ne? Und das ist eigentlich bei allen Persönlichkeitseigenschaften so. Und im allgemeinen Sprachgebrauch neigen wir dazu, so ein Schubladendenken zu haben. Ja? Also wir sagen, Personen gehören in diese Persönlichkeitsschublade oder in diese Persönlichkeitsschublade. Ja? Und in dem Fall sind Narzisst oder eben nicht in dieser Schublade drin und gehören dann in irgendeine andere Schublade. Ja? Das ist aber das falsche Bild, sondern das richtige Bild für Persönlichkeitseigenschaften sind eher Dimmschalter. Ja? Also man muss sich eigentlich für jede Eigenschaft so einen Dimmschalter vorstellen und der ist eben bei Personen unterschiedlich stark gedreht, unterschiedlich schwach ausgeprägt. Ne? Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Art, um darüber nachzudenken, weil das eben auch impliziert, also Dimmschalter, die kann man auch drehen. Und die sind auch für eine Person nicht immer gleich, sondern man selbst schwankt ja tagsüber von einer Woche zur anderen ein bisschen. Ja? Und das ist ein anderes Bild als das der Schublade, wo man sich das schon schwerer vorstellen kann, dass jemand aus der Schublade rausgenommen wird und in eine andere Schublade gesteckt wird. Also deswegen ist, glaube ich, so ein erster Ansatz, um über Narzissmus sinnvoll nachzudenken, wirklich diese Vorstellung zu haben, okay, graduelle Unterschiede und es gibt eben Unterschiede zwischen Menschen und ab einem bestimmten Punkt wählen wir halt diesen Shortcut, um zu sagen, okay, das ist jetzt eine narzisstische Person. Und wenn Narzissmus eine Persönlichkeitseigenschaft ist, was steht dann daneben? Was stehen daneben für Eigenschaften? Es gibt eine ganze Bandbreite an Eigenschaften. Ne? Also die Persönlichkeitsforschung hat ganz, ganz viele Eigenschaften beschrieben. Jetzt gibt es verschiedene Versuche, die runterzukochen, zu sagen, was sind jetzt die wesentlichen Eigenschaften. Das bekannteste System ist dieses Big Five-System, ja, wo man unterscheidet zwischen Neurotizismus, also die Tendenz, mehr oder weniger stark negative Gefühle zu haben, stressanfällig zu sein, Extraversion, also die Tendenz, mehr oder weniger stark auf andere Menschen zuzugehen, diese soziale Anregung zu mögen, Offenheit für neue Erfahrungen, also Unterschiede darin, mit unterschiedlichen Informationen, Reizen umgehen zu wollen, versus eher auf das Bekannte sich zu reduzieren, Verträglichkeit, also Unterschiede in Hilfsbereitschaft, interpersoneller Wärme und Gewissenhaftigkeit, also Tendenzen, wie stark ordentlich, selbstorganisiert Menschen sind oder eben weniger. Das ist so das bekannteste System an Persönlichkeitseigenschaften. Und dann gibt es eben spezifischere Eigenschaften wie Narzissmus, die so ein bisschen quer dazu sind und natürlich Überlappungen auch mit diesen Big Five haben, aber nochmal einen ganz spezifischen Ansatz haben, der beispielsweise über diese 3 beschriebenen Kernaspekte geht. Dieses Jahr mache ich gemeinsam mit Jonas Schein ein Retreat. Vielleicht kennst du ihn von Komm klar, Digga. Wir sprechen schon länger über viele Themen, die im Alltag oft keinen richtigen Raum bekommen. Und ich glaube, viele Menschen verstehen heute schon ziemlich viel über sich, aber im Alltag geht das alles wieder unter. Genau da setzen wir an. Es geht nicht um noch mehr Input und auch nicht um noch ein Seminar, sondern eher um einen Raum, in dem du mal wirklich rauskommst aus diesem ständigen Funktionieren und wieder in Kontakt kommst mit dir selbst und auch mit anderen. Mit ehrlichen Gesprächen, Breathwork, Zeit für dich und einfach einer Gruppe von Menschen, die ähnlich ticken. Das Ganze findet im Ableven an der Nordseeküste statt. Ein ruhiger Ort, gutes Essen, Unterkunft vor Ort. Also alles so aufgebaut, dass du dich einfach mal rausnehmen kannst. Wenn du merkst, dass sich das anspricht,
schau einfach in die Shownotes, da findest du alle Infos. Vielleicht sehen wir uns dort. Du hast es jetzt gerade schon beschrieben, du beschäftigst dich ja seit Jahren mit dieser Individualität der Persönlichkeit und Narzissmus ist ja nur so ein Teil davon. Was hat dich so besonders daran fasziniert, dass du dich auch da in der Forschung dem so gewidmet hast? Ja. Also tatsächlich war es erstmal ein Zufall, wie ich überhaupt darauf gestolpert bin. Ich habe mich in meiner Dissertation stark interessiert für so erste Eindrücke. Also die Frage, wer findet eigentlich wen spontan sympathisch? Und habe dann eine Studie gemacht mit Erstsemestern, wo die sich kurz vorgestellt haben gegenüber all ihren zukünftigen Kommilitonen zum Zeitpunkt, wo sich alle noch nicht kannten. Mhm. Haben sich wirklich so 10 Sekunden vorgestellt, einfach nur gesagt, wer sie sind, wie alt sie sind, wo sie herkommen, haben sich wieder hingesetzt. Und alle anderen haben in der Zeit angekreuzt, wie sympathisch finde ich die Person, würde ich die gerne näher kennenlernen. Anhand von diesen 10 Sekunden. Anhand von diesen 10 Sekunden. So, und ich habe Persönlichkeit erfasst von allen Studierenden und ich habe später auch geschaut, wie die sich kennengelernt haben und so weiter. Und da habe ich eher zufällig auch Narzissmus miterhoben. Mhm. So. Und was ich gefunden habe, und das hat mich sehr überrascht an der Studie, dass tatsächlich die Narzissten beliebter waren nach diesen 10 Sekunden. Und das ist deswegen interessant, weil wenn ich dieselben Studierenden gefragt hätte, wie sympathisch findest du den Narzissten oder würdest du gerne Narzissten gerne kennenlernen, dann hätten alle gesagt nein. Mhm. Ja? Tatsächlich war es aber so, dass Narzissten beliebter waren nach diesen kurzen Vorstellungen. Und das war sowas, wo ich gedacht habe, okay, das ist ja interessant. Wir haben so eine Vorstellung von Narzissmus, aber tatsächlich sehen wir diesen Effekt. Was ist da los? Woran liegt das eigentlich? Und das hat sich so im Verlauf jetzt auch der Forschung daran irgendwie herausgestellt, dass es einfach eine sehr, sehr spannende Persönlichkeitseigenschaft ist, weil die mit so, ja, sich eigentlich irgendwie widersprechenden Konsequenzen verbunden ist und mal diese Konsequenzen hat und mal diese Konsequenzen. Und das fand ich einfach super spannend. Das ist einfach eine Eigenschaft, an der sich dieses Zusammenspiel von Individualität und Sozialität, ne? Also Persönlichkeit und soziale Beziehungen, unheimlich gut untersuchen lässt, weil man einfach so viele spannende Dynamiken hat, die da abgehen. Das finde ich super spannend, was du da gerade erzählst. Also dieses, wer findet wen spontan sympathisch? Vielleicht können wir da mal einsteigen. Ja. Also fangen wir erstmal so an, ja? Also wer findet wen spontan sympathisch? Ja. Genau, man kann es so ein bisschen auseinanderdröseln, erstmal dieses Phänomen. Ne? Sympathisch finden ist ja erstmal was bei mir irgendwie im Erleben auftaucht. Ne? Also ich bin irgendwie in einer Interaktion und ich habe plötzlich das Gefühl, diese Person ist mir sympathisch. Das ist wirklich so, ne? Vielleicht ich habe ja hier wirklich sehr viele Leute sitzen, Ja. ne? Und zum Beispiel dich finde ich sehr sympathisch. Schön. Und das ist aber so ein Gefühl, das hast du am Anfang. Und es gibt teilweise auch Menschen, ne? Das kann ich hier ganz offen und ehrlich transparent sagen, mit denen vibe ich weniger. Ja. Und es gibt andere Menschen, mit denen vibe ich mehr. Und das hat gar nicht so viel mit der Expertise zu tun, ne? Ja. Weil viele Menschen, also die meisten Menschen, die zum Beispiel auch in den Podcast kommen, haben so viel Expertise, und ich tausche mich dann manchmal auch mit anderen Podcastern aus. Und es gibt zum Beispiel Gäste, mit denen vibe ich besonders gut. Ja. Und es gibt andere, mit denen viben andere Menschen besonders Ja. gut. Und das ist Okay. einfach nur dieses Zwischenmenschliche, die Persönlichkeiten, die sich da gegenüber sitzen. Und das ist super interessant. Ja, und ist super spannend, auch wissenschaftlich. Also es können ja wirklich verschiedene Anteile da drin sein. Ne? Das, was du Ja. beschrieben hast, ist genau diese irgendwie Chemie, die so Ja, stattfindet. Ne? Man hat auch noch andere Anteile. Ne? Also es kann auch einfach sein, du könntest jetzt eine Person sein, die einfach generell Menschen sympathisch findet. Ne? Also wenn du irgendwie ein sonniges Gemüt hast und irgendwie gut mit vielen klarkommst, dann könnte bei dir häufiger dieses Erleben sympathisch vorkommen. Ne? Das heißt, ein gewisser Anteil von deinem Erleben steckt auch einfach nur in dir. Einfach nur, weil du ein gewisses, sag mal, eher eine rosarote Brille oder eher eine dunkle Brille aufhast, ne? Wie du auf Menschen guckst. Das heißt, ein gewisser Anteil von unserem Erleben, wie wir andere finden, und es ist auch in unseren Freundschaften oder unseren Liebesbeziehungen so, ja, wie zufrieden wir in unseren Liebesbeziehungen sind, ein bisschen hat es auch immer nur mit uns zu tun. Ja, also wie wir auf die Welt gucken. So, das ist der eine Anteil. Das andere ist die Person, die uns gegenüber sitzt. Ne? Die unterscheidet sich und die unterscheidet sich auch in gewisser Weise konsistent über verschiedene Interaktionspartner hinweg. Also ein gewisser Anteil in deinem Sympathieerleben liegt auch an dem Gegenüber. Dass es einfach eine Person ist, die dadurch, dass sie so ist, wie sie ist, so agiert, so spricht, so aussieht,
dass sie dann bei vielen dieses Erleben erzeugt. Ja? Mhm. So, und dann ist die dritte Komponente, das ist das, was du gerade genannt hast, nämlich, dass es irgendwie an diesen beiden Personen liegt. Ne? Also irgendwas entsteht, was sich nicht dadurch erklären lässt, dass du so bist oder dass ich so bin, sondern dass irgendwie durch diese beiden zustande kommt. Und interessanterweise ist es so, dass wir das am allerwenigsten erklären können. Mhm. Also wir können ganz gut erklären, warum Menschen generell andere sympathisch finden. Da gibt es bestimmte auch Persönlichkeitseigenschaften, die irgendwie damit zu tun haben. Also verträgliche Menschen, die gehen einfach erstmal davon aus, dass andere Menschen nett sind. Dass sie ihnen nichts Böses wollen und deswegen haben die häufig das Gefühl, ach, ist doch alles ganz schön. Und wir können auch ganz gut erklären, warum bestimmte Menschen populärer sind. Ja? Weil sie beispielsweise expressiver sind oder weil sie attraktiver aussehen. Also das sind Faktoren, die dazu führen, dass Menschen generell sympathischer gefunden werden. Aber diese konkrete Mischung ist unglaublich schwer zu erklären. Also es ist nicht so einfach, dass es einfach nur Persönlichkeitsähnlichkeit oder sowas ist. Ne? Das ist ja häufig die Idee und auch von so Matching-Verfahren, ne? So das, was ja so verkauft wird, ne? Wir finden irgendwie diese magische Mischung. Da wird viel über Ähnlichkeit geredet oder zum Teil auch über Komplementarität, dass es genau andersrum sein muss. Ne? Also gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Ja? Da gibt es kaum klare Befunde. Also wir wissen, dass so Ähnlichkeiten in Bildung, Herkunft, ne? Dass sowas natürlich eine Rolle spielt. Aber was so wirklich Persönlichkeit angeht, gibt es kaum klare Effekte. Das heißt, das ist tatsächlich eins der größten Rätsel, die es so gibt. Das heißt, einmal ist es die Person selbst, ne? Dann haben wir die Person gegenüber und dann entsteht da so was Drittes, das ist dann so die Dynamik. Ja. Und die kann man auch wissenschaftlich ganz schlecht erklären, wie diese entsteht. Also teilweise kannst du es erklären. Du hast ja diese Studie gemacht. Ja. Was sind Dinge, die wir erklären können? Also wir können genau reinschauen. Wie du gesagt hast, es liegt wirklich an dieser Dynamik. Das heißt, was wir machen müssen, um es zu erklären, ist wirklich anzuschauen, was passiert denn da. Ne? Mhm. Und das heißt, wir müssen uns die Verhaltensweisen anschauen. Und da finden wir ganz klare Anzeichen. Ne? Wenn Personen lächeln, wenn Personen ein bisschen mehr aus sich rausgehen, wenn Personen zuhören, das kommt sympathisch an. So, jetzt für diese Mischung müssen wir noch mehr erklären. Wir müssen erklären, warum eine Person etwas zeigt, was du vor allen Dingen sympathisch findest, obwohl andere das gar nicht so finden. Nur das kann ja diese magische Mischung irgendwie ausmachen. Und das ist so kompliziert zu erklären. Ne? Also, wie gesagt, so ein bisschen, wenn Personen in ähnlichen Subkulturen sind, ne, dann erkennen die das schon daran, dass Personen so gekleidet sind oder diese Worte verwenden. Ne? Ja. Das kann man erklären. Ne? So findet man Personen, die irgendwie aus einer ähnlichen Szene kommen, mögen sich deswegen mehr. Ja, ich habe mir gemerkt, du redest über Narzissmus, dachte ich mir, du bist mir sympathisch. Hast du das mal bei dir selber so beobachtet, was für Menschen du sympathisch findest oder was für Menschen du anziehend findest? Ja, also ich weiß gar nicht genau, ob ich so ein genaues Muster jetzt irgendwie rausarbeiten kann, aber ich glaube, ich komme gut zurecht mit Menschen, die gerade raus sagen, was sie denken. So, das ist, glaube ich, das, was mir irgendwie, wo ich das Gefühl habe, okay, damit kann ich gut umgehen. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, Personen sagen, was sie denken und auch wenn das irgendwie mal negativer ist, ist mir lieber, als wenn es irgendwie versteckt ist. So. Das ist vielleicht ein Punkt. Und bist du selber auch so oder ist es dann, also ist es etwas, wo du sagst, okay, da gehe ich mit oder das ist es was Konträres, was dich anzieht, weil das hatten wir jetzt gerade. Ja. Ne? Also da würde ich eher sagen, dass ich auch eher so bin. Also meistens erkennt man, wie ich drauf bin so und würde das dann auch so sagen. Also da wäre es dann ein Ähnlichkeitseffekt eher an der Stelle. Ja. Und gibt es etwas, was du an anderen Menschen bewunderst, wo du sagst, das ist eher konträr zu mir? Ja, also ich finde es schon bewundernswert, wenn Menschen so sehr ruhig bleiben können in Situationen, in denen ich irgendwie merke, okay, da wäre ich jetzt genervt oder sowas. Ne? Also das ist schon was, wo ich dann sage, okay, da kann man sich schon eine Scheibe von abschneiden, dass man so ein bisschen in bestimmten Situationen dann ein bisschen gelassener bleibt. Ne? Ich merke, ich fühle mich sehr hingezogen zu Menschen, die so eine gewisse Tiefe haben. Ich würde von mir beschreiben, ich habe auch so eine gewisse Tiefe.
Und diese Oberflächlichkeit, die langweilt mich ein bisschen. Also man kann das mal machen, so Smalltalk und hier und da, ne, so kein Problem, das kann ich auch gut so. Aber nach 5 Minuten ist mir langweilig. Und nach 5 Minuten habe ich auch keine Inspiration mehr. So. Ja. Und man könnte es auch vielleicht fast schon wie so eine fehlende Fähigkeit auch vielleicht bezeichnen. Weil ich merke, es gibt Menschen, die können 2 Stunden einfach nur labern. Irgendwas, ja. Und es ist auch noch witzig so. So, und ich finde das auch mega cool, wenn die das machen, ne? Also ich beneide das auch, das ist eine Fähigkeit für mich. Und ich merke, ich bin da aber anders. Ich kann super gut in die Tiefe gehen, kann da Fragen stellen, die kommen aus mir heraus. Ja. Ich stelle mir das so vor, die anderen Menschen wahrscheinlich, die können einfach gut an der Oberfläche sein, so, oder auch Comedians, ja, einfach, die können da super gut auch wie so ein Tanz machen und immer wieder Witze raushauen, die immer zu seinem Kontext passen und alle finden sie witzig. Ja. So, weißt du? Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Also und ich fühle mich so hingezogen zu Menschen. Ich habe mal mit Dr. Andreas Krüger gesprochen, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, und wir haben über Trauma auch gesprochen. Ich würde sagen, ich habe in meiner Kindheit auch schon viel erlebt und das hat, glaube ich, in mir auch so eine gewisse Tiefe erzeugt und ein Interesse irgendwo auch für schwierige Lebensphasen. Das heißt, ich denke, die Biografie spielt da mit Sicherheit auch mit rein, ne? Wofür du dich dann interessierst und in für welche Dynamik du dich vielleicht angezogen fühlst. Was sagt die Wissenschaft dazu? Ja, also das ist natürlich total spannend. Erstmal, das vibet auf jeden Fall auch bei mir, diese Beobachtung. In sozialen Situationen fühle ich mich tatsächlich in solchen Smalltalk-Situationen viel weniger wohl oder viel weniger auf meinem Playing Field, als wenn es um solche Diskussionen geht. Und das finde ich auch interessant, was das mit einem selbst macht, also wie man sich dann selbst beobachtet, wie sicher man sich selbst fühlt und so weiter. Genau, richtig. Ja, wo das herkommt, ist auch eine super spannende Frage. Und was ich so interessant finde, wenn man das jetzt außerhalb der Wissenschaft beobachtet, wie solche Erklärungen sind, dann ist eigentlich in den allermeisten Fällen, dass wir so zurückschauen, oh, wie war unsere Erziehung, ne? Also ganz oft mit diesem Punkt Traumata im Hintergrund, das ist halt so ein Wort, was ganz, ganz häufig verwendet wird und wahrscheinlich ein bisschen zu häufig verwendet wird. Aber wir gucken eigentlich darauf, was ist in unserer Erziehung gelaufen, und das hat uns dann irgendwie gemacht zu der Person, die wir sind, und unsere Erfahrungen haben uns geprägt. So ein bisschen mit dieser Vorstellung, wir kommen wie ein weißes Blatt auf die Welt, werden dann beschrieben, vor allen Dingen durch unsere Eltern, und dann sind wir so, wie wir sind. Und ich glaube, da ist es sehr hilfreich, so ein bisschen nochmal zurückzugehen, zu gucken, was wissen wir dazu überhaupt. Und die Forschung sagt eigentlich, dass das eine Mischung ist, zwischen Genen und Umwelt. Ja, das heißt also, eigentlich bei allen Persönlichkeitseigenschaften, die wir uns anschauen, sehen wir, dass es 50% Genetik, 50% Umwelt ist. Ja? Und das frage ich tatsächlich auch bei meinen Studierenden am Anfang immer in der Vorlesung, was denkt ihr? Und fast alle sagen, Umwelt ist wichtiger als Genetik. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, 50% Genetik. Ja? Das heißt, das bringen wir einfach mit. Das hat gar nichts damit zu tun, was wir erlebt haben, sondern das bringen wir erstmal genetisch mit. Und zusätzlich gibt es Umweltfaktoren. Was dann spannend ist, wenn wir auf diese Umweltfaktoren gucken, dann sind es eben nicht nur die Eltern und bei vielen Eigenschaften, sogar bei den meisten Eigenschaften, gar nicht primär die Eltern. Ja? Das heißt, wir finden in so Zwillingsstudien beispielsweise, Adaptionsstudien, die man dann verwendet, dass wahrscheinlich sowas wie Erziehungsstil, sozialer Hintergrund, der Umweltfaktor ist, der am wenigsten wichtig ist für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, das spricht dafür, dass eher so Sachen sind wie Kindergarten, Schule, Freundesgruppen, Liebesbeziehungen, beruflicher Werdegang. All das sind ja auch Umweltfaktoren, die auf uns wirken, die unsere Persönlichkeit bilden. Und wahrscheinlich bei den meisten Eigenschaften sind diese Faktoren sogar wichtiger. Das heißt, das wäre so ein Punkt, wo ich denke, wenn wir allgemein über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, sollten wir viel stärker unseren Blick so ein bisschen verändern und nicht nur auf die Eltern gucken. Und ich glaube, dass das auch eine beruhigende Nachricht für Eltern ist. Ja? Weil wir haben schon so die Tendenz, dass jetzt
ja viel über Traumata durch Eltern gesprochen wird, aber auch Kommunikation an Eltern, die im Prinzip nahelegen, wie sie optimal ihr Kind noch mehr fördern können, wie sie ihre Kinder nicht nur irgendwie versorgen und lieb haben, sondern zu optimalen Persönlichkeiten ausbilden können. Und ich glaube, da ist eine ganz beruhigende Nachricht, dass man sagen kann, naja, den größten Teil eures Einflusses, den habt ihr schon weitergegeben. Mhm. Und ansonsten sind es die Basics, nämlich liebhaben und versorgen und Vertrauen. Ne? Und dann gibt es andere Faktoren, die auf Menschen wirken und die dann außerhalb dieser elterlichen Sphäre sind. Ich fand es trotzdem interessant, was der Dr. Andreas Krüger erzählt hat und ich stimme dir komplett zu, was du sagst. Und zwar hat er über Traumatic Growth gesprochen und über Missbrauchserfahrungen in der Kindheit und so weiter und so fort, was natürlich extreme Erfahrungen sind. Ne? Ja. Und du hast natürlich recht, nicht alle haben Traumata erlebt. Und es ist auch ein Buzzword momentan. Ja. Ne? Das stimme ich dir komplett zu. Dennoch gibt es Menschen, die sowas erlebt haben. Und ich sehe das schon, was er gesagt hat, weil ich stelle mir das so bildhaft so vor. Stell dir vor, du stehst an der Klippe und schaust einfach so in den Abgrund. Ne? Da ist ein Riss und du schaust in den Abgrund. Und du hast die Resilienz und schaffst es aber sozusagen aus dieser traumatischen Erfahrung ein Traumatic Growth zu haben. Ja, das heißt, du schaffst es wieder ein normales Leben zu führen und auch mit diese Erfahrungen zu integrieren und damit umgehen zu können. Das heißt, du hast sie nicht vergessen, aber du kannst auf sie zurückschauen und sie behindern dich nicht mehr in deinem Alltag. Ja. Dann hat er so einen Satz mir gesagt, dass er teilweise mit Kindern gesprochen hat, die solche ganz schlimme Erfahrungen hatten und er hatte das Gefühl, er redet mit einem Erwachsenen. Und das fand ich krass. Und ich sehe das, weil das wird sich natürlich von der Norm unterscheiden, wenn du so tief in den Abgrund geschaut hast und aber die Erfahrung gemacht hast, okay, ich konnte da wieder rauskommen, dann wird es bestimmt was mit dir gemacht haben. Du hast ja Dinge gesehen und gespürt und gefühlt und musstest durch einen Prozess gehen, durch den vielleicht viele andere gar nicht gegangen sind. Ja. Also ich sehe auf jeden Fall also erstmal ist es natürlich ganz wichtig zu sagen, natürlich gibt es das. Und Ja. dass es hat, Klar, es ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber ich fand das interessant. Ja. Vor allem dieser Satz, ich hatte das Gefühl, wenn ich mit diesen Kindern gesprochen habe, dass ich mit einem Erwachsenen gesprochen habe. Ja, weil diese Kinder mussten ganz früh Verantwortung für sich selbst übernehmen. Ne? Und also das ist super spannend und also vor allen Dingen diese Beobachtung bei Menschen, die eben solche Belastungen wirklich erlebt haben und dann darüber hinweggekommen sind und das dann integrieren konnten in ihr Leben, in ihr Konzept und dann tatsächlich, das würde ich auch so sehen, dann eine gewisse Tiefe mitbringen, einfach dadurch, dass sie das mit integriert haben, ne? Und nicht einfach nur so fluffig durchs Leben gewandert sind. Was ja die wenigsten sind. Ja. Genau, allerdings ne, von vielen anderen kriegt man es nicht mit, die dann eben das nicht geschafft haben. Ne? Also Post-Traumatic Growth ist ein interessantes Phänomen, aber ist nicht der Standard. Ne? Also die meisten Personen, die Traumata erfahren, die nehmen einen negativeren Lebensweg. Ne? Das heißt, wir sehen dann diese Beispiele und denken, oh, das ist ja spannend. Ne? Und das ist ja auch tatsächlich spannend und auch bewundernswert, aber es ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Ne? Und das ist auch der Punkt, wo dann natürlich, also ne, in diesen Fällen, wo es zu Traumata kommt, wo es zu Misshandlungen von Kindern kommt, da gibt es natürlich einen massiven Effekt von elterlicher, in diesem Fall, Erziehung, elterlichen Verhaltens. Wie gesagt, das ist etwas, was nicht die Norm ist, was trotzdem wichtig ist. Ich glaube, was wichtig ist, dass wir diese Phänomene, die tatsächlich ja dann aus der therapeutischen Praxis auch in der Beobachtung kommen, dass wir die nicht einfach übertragen auf unseren Alltag. Ja. Ne? Weil in unserem Alltag haben wir Probleme. Und wir hatten vielleicht auch Probleme in der Kindheit und im Jugendalter sowieso, weil da ist alles schwierig. Ja, für die allermeisten Menschen. Das heißt aber nicht, dass wir Traumata hatten. Und das heißt auch nicht, dass wir uns einfach so eine Erklärung ziehen können, sagen, und deswegen bin ich jetzt so und darin sind dann meine Eltern schuld. Ne? Also, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man da dann eher guckt, ja, wie entwickelt sich Persönlichkeit in dem Fall, auch völlig traumaunabhängig und ein bisschen stärker in die Eigenverantwortung dann da zu gehen.
Wir haben jetzt einen kurzen Ja. Abriss gemacht, ne, wie so Persönlichkeiten entstehen. Du hast Mhm. gesagt, 50% Genetik, 50% Umfeld. Da haben wir jetzt verschiedene Situationen, sind wir da mal durchgegangen. Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf deine Studie, wo du über die Narzissten gesprochen Ja. hast und dass in den ersten 10 Sekunden viele Narzissten attraktiv fanden, Ja. sage ich mal. Obwohl ja eigentlich, wenn du mit ihnen sprichst und ihnen sagst, möchtest du in Kontakt kommen mit einem Narzissten, sagen sie ja nein. Ja. Und da hast du gesagt, dass es da so ein Spannungsfeld gibt. Ja. Kannst du das nochmal genauer erklären? Weil das finde ich Mhm. auch super interessant. Wie entsteht dieses Spannungsfeld und wie ist die Dynamik da drin? Ja. Genau, also erstmal die negative Sicht auf Narzissten, die hat zum Teil natürlich mit dieser Kommunikation zu tun, können wir vielleicht auch noch drüber reden, mit Krankheit und so weiter. Aber auch, weil wir die Erfahrung machen, dass in vielen engen Beziehungen Narzissten irgendwann auf die Nerven gehen, Konflikte erzeugen und so weiter. Nun ist es nur so, dass unsere Persönlichkeit uns ja nicht auf der Stirn geschrieben steht. Ne? Die Personen stehen ja nicht da, stellen sich vor und da steht Narzisst obendrauf. Mhm. Sondern wir reagieren ja auf das Verhalten anderer Menschen, wenn wir sie kennenlernen. Und da ist es so, und das konnten wir dann auch, wir haben dann so Videoanalysen gemacht von diesen Situationen, ne, also die Personen gefilmt und diese Videos anschließend analysiert, dass Narzissten eben bestimmte Verhaltensweisen gezeigt haben, die positiv wahrgenommen werden. Nämlich, dass sie einfach mehr witziger geredet haben, dass sie mehr aus sich rausgegangen sind und tatsächlich auch besser ausgesehen haben im Mittel. Und das sind alles Faktoren, die wirken positiv. Das heißt, wenn ich da sitze, sehe ich ja nur, ach guck mal, die Person ist ja irgendwie unterhaltsam, die geht aus sich raus, die bricht das Eis in einer Situation, die für alle unangenehm ist. Ja? So Kennenlernsituationen können ganz schnell awkward sein. Und wenn da eine Person ist, die einfach aus sich rausgeht und die Situation leichter macht, dann ist das was, das finden wir sympathisch. Ja. Ja? Und dann denken wir gar nicht darüber nach, ist das vielleicht ein Narzisst oder nicht, sondern wir finden einfach das Verhalten sympathisch. Ja? Und da Narzissten dazu neigen, so ein Verhalten eher zu zeigen beim Kennenlernen, deswegen finden wir Narzissten sympathischer. Und dann ist natürlich die spannende Frage, na, wie geht das dann weiter? Also wann kippt es denn und kippt es eigentlich immer? Ja, und das haben wir auch untersucht in Studien, wo wir dann Gruppen von Menschen mehrfach ins Labor eingeladen haben. Also auch wieder so eine erste Situation kennenlernen, wir sehen wieder den gleichen Effekt und dann so Gruppeninteraktionen machen lassen. Also gemeinsam Aufgaben lösen, diskutieren über die eigenen Stärken und Schwächen, so moralische Dilemmata diskutieren. Also vermehrt Situationen, wo man auch anderen zuhören muss, wo es mal andere Meinungen geben kann, wo man vielleicht mit Kritik umgehen muss. Und was wir dann sehen, ist, dass dann dieser Eindruck tatsächlich kippt. Also dass Narzissten dann im Verlauf dieser Interaktion irgendwann weniger sympathisch rüberkommen, weniger beliebt sind. Ja, und das können wir dann auch erklären, wenn wir uns wieder das Verhalten anschauen. Und dann sehen wir, dass Narzissten eben in solchen Situationen weniger zuhören, mehr ihre eigene Meinung durchdrücken wollen. Wenn sie kritisiert werden, dann besonders aggressiv reagieren. Ja? Und das ist dann der Grund, warum irgendwann dieser Eindruck kippt und wir irgendwann nicht mehr sagen, das ist irgendwie interessant und spannend. Vielleicht sind es immer noch Personen, die aus sich rausgehen, witziger sind, aber sie nerven und erzeugen Konflikte. Ja? Und das ist so jetzt, sagen wir mal, ein typischer Weg, den wir sehen, welchen Einfluss Narzissmus auf so soziale Outcomes hat. Und vielleicht kann man daran auch so zwei Sachen klar machen. Also wir haben vorhin über dieses narzisstische Mindset geredet. Ne? Also was macht das aus? Grandiosität, Anspruchsdenken, Streben nach Status. So, das ist es, was auch diese positiven Seiten erzeugt. Ne? Also Personen haben dieses Gefühl, ich bin irgendwie eine besondere Person, deswegen traue ich mich auch jetzt hier rauszugehen und einfach die Situation wahrzunehmen, andere an mich ranzuziehen. Ja? So, das heißt, das ist so ein bisschen die Default-Strategie, mit der Narzissten vorgehen. Also die natürliche Strategie, ne, wenn man denkt, ich bin eine besondere Person, dann ist erstmal das Natürlichste der Welt, das anderen zu präsentieren. Ich bin eine besondere Person. Ja? Das ist so diese Strategie des narzisstischen Strahlens, der Selbstdarstellung. Und die hat das Ziel, irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen, oben zu stehen. So, es gibt auch eine andere Strategie und die greift dann eher, wenn das eben nicht funktioniert. Ja? Und das passiert natürlich irgendwann. Man kann nicht die ganze Zeit Applaus bekommen. Es gibt vielleicht andere Personen, die mal die Aufmerksamkeit an sich ziehen oder man wird eben mal kritisiert oder es gibt eine andere Meinung. Und dann sehen wir häufig, dass eine zweite Strategie dazukommt, nämlich dass Narzissten ihre Ellbogen rausholen. Ja? Wieder mit dem gleichen Ziel, oben zu stehen, sich nicht die Aufmerksamkeit wegnehmen zu lassen, aber dann geht es eben gegen andere.
Ja, und das ist das, was ich als narzisstische Rivalität bezeichne. Das ist eine Strategie, die eben dann rauskommt, wenn das, was Narzissten wollen, soziale Aufmerksamkeit zu erreichen, wenn das in irgendeiner Weise blockiert wird. Ja, dann greift diese negative Strategie. So, und ich glaube, das macht dann ein kompletteres Bild. Ne? Wir haben ein narzisstisches Mindset, das ist erstmal so, wie es ist, das ist weder positiv noch negativ. Und dann haben wir verschiedene Art und Weisen, damit umzugehen, das ins Leben zu übersetzen. Ja? Und da gibt es eben diese beiden Strategien und es ist sehr, sehr wichtig, wie Narzissten ihr narzisstisches Mindset umsetzen. Also vor allen Dingen, wie sehr sie auf diese Ellbogen angewiesen sind. Weil das erzeugt dann tatsächlich negative Konsequenzen. Und was, wenn sie auch mit den Ellenbogen nicht weiterkommen? Dann kann das so eine Downward Spiral nehmen, also dann kann es wirklich so einen Weg nach unten geben. Das heißt, dann kann es sein, dass das in so eine eher pathologische Richtung geht, dass das krankhaft wird, weil Narzissten dann irgendwann offensichtlich scheitern. Ja? Das heißt, wenn ich immer wieder meine Ellbogen raushole, dann werde ich dauernd Konflikte in sozialen Beziehungen haben, dann werde ich meinen Job verlieren, meine Beziehungen verlieren. Und dann beobachtet man, dass Menschen immer noch dieses Gefühl haben, ich bin auch eigentlich was Besonderes, aber sie glauben irgendwann selbst nicht mehr dran, dass die Welt das realisiert. Ja? Sie bekommen mit, das funktioniert aber nicht. Warum funktioniert das? Warum sind die anderen so blöd und realisieren nicht, wie toll ich bin? Ja? Das heißt, das bekommt dann irgendwann etwas was Negatives, dann kommen tatsächlich auch Zweifel auf, es bekommt was Zynisches, ja? Und das kann dann eine krankhafte Form annehmen und das sind dann auch die Individuen, die gegebenenfalls in der Therapie landen, nicht weil sie sagen, mach meine Persönlichkeit weg, ja, mach mich weniger narzisstisch, sondern bring mich wieder auf die Spur. Ja? Ich bin hier vor die Wand gelaufen, irgendwie mach wieder, dass es funktioniert. Ja? Und das sind dann Personen, die mit ihrer narzisstischen Lebensstrategie eben gescheitert sind und die irgendwie lernen müssen, eine andere Strategie anzuwenden. Das ist aber nicht der Regelfall. Ja? Also die allermeisten Narzissten, denen wir im Alltag begegnen, sind keine krankhaften Narzissten. Sind Narzissten, die trotzdem mit dem Strahlen arbeiten, auch ab und zu mit den Ellbogen arbeiten, die aber in ganz unterschiedlichen Kontexten positive oder negative Konsequenzen erzeugen. Und was ist das Konträr zum Narzissten? Naja, ich habe ja vorhin gesagt, das ist eine Skala. Ne? Das sind einfach Personen mit sehr, sehr niedrigen Werten in Narzissmus. Das heißt, das sind Personen, die eher weniger von sich selbst überzeugt sind, die eher anderen das Feld überlassen, die im Zweifelsfall zurückstecken und anderen die Ressourcen geben. Das wären Personen mit sehr, sehr niedrigen Werten in Narzissmus. Das heißt, in unserer kapitalistischen Gesellschaft, Menschen, die besonders erfolgreich sind, haben wahrscheinlich einen höheren Narzissmusanteil? Ja, also wir sehen in bestimmten Berufen beispielsweise, dass wir mehr Narzissten haben, also einen höheren mittleren Wert im Narzissmus. Also bei Managern finden wir das, aber auch in der Medienlandschaft finden wir das, dass wir höhere Werte in Narzissmus haben. Das hat verschiedene Gründe. Einmal in Berufen, die einen gewissen Status haben, weil das diese Aufmerksamkeit bedient. In Berufen, die per se Aufmerksamkeit erzeugen. Ne? Und deswegen finden wir dort auch mehr Narzissmus. Was, glaube ich, wichtig ist, dass das eben nicht nur mit beruflichen Status und Geld zu tun hat. Ne? Das ist natürlich so ein Feld, wo wir ganz typischerweise uns Narzissten vorstellen. Also die Narzissten, die auf ihren Yachten sind und mit dem Geld um sich werfen. Wolf of Wall Street, ne, fällt einem dazu ein. Also ihn würdest du auch als Narzisst bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also genau. Also Jordan Belfort, der dort in diesem Film von Leonardo DiCaprio verkörpert wird, das ist ein Paradebeispiel für einen Narzissten. Ja? Weil er eben auch dadurch Status erlangt, Aufmerksamkeit erlangt, oben steht, bewundert wird. Wir machen eine ganz kurze Pause, in der ich euch einmal daran erinnern möchte, falls ihr das Video auf YouTube schaut, einmal auf den Like-Button zu klicken und falls ihr das Ganze über Spotify oder Apple Podcast anhört oder anschaut, uns einmal eine Bewertung für den Kanal zu hinterlassen. Damit unterstützt ihr uns und wir können weiterhin sicherstellen, die besten Leute hier in den Podcast zu holen und unsere ganze Energie hier reinzustecken. Danke für eure Unterstützung und jetzt zurück zur Folge.
Vielleicht können wir da noch mal kurz eingehen, weil ich glaube, viele kennen den Film und bei ihm merkt man ja auch, dass er sehr viele Probleme hat mit sich selbst. Also er endet ja dann am Ende auch in exzessivem Drogenkonsum und dann kommt er ja gar nicht mehr klar auf sein Leben und ich weiß nicht mehr genau, wie der Film geendet ist. Hast du es noch im Kopf? Na gut, also im Endeffekt wird er verhaftet, ne? Okay. Ja. Das heißt, er kam ja dann auch gar nicht mehr zurecht so mit seiner Persönlichkeit und seinem Leben. Du hast gesagt, das ist ganz klar ein Paradebeispiel für einen Narzissten. Was sind da die Parade? Also was sind da die Paradebeispiele? Naja, also einfach dieses Auftreten und diese Gier nach Neuem, nach Aufmerksamkeit, nach Erfolg, also der unbedingte Willen, oben zu stehen und dann eben auch, wenn es schwierig wird, wenn es nicht so fluffig funktioniert, dann auch die Bereitschaft, mit allem, mit der ganzen Energie dagegen zu arbeiten. Es gibt so eine Szene in dem Film, wo ihm eigentlich nahegelegt wird, dass er einfach zurücktreten soll und es dann juristisch funktioniert. Ne? Also es ist dann die Gefahr, dass er wirklich verhaftet wird, ins Gefängnis kommt, damit abgelegt wird. Und dann bereitet er so eine Abschiedsrede vor der ganzen Belegschaft. Ne? Und alle ganz traurig, er redet sehr pathetisch. Und während dieser Rede entscheidet er, ich gebe nicht klein bei. Das heißt, eigentlich in der Rede wollte er sich auf Nummer sicher gehen und irgendwie alles abhaken, zurücktreten. Er hätte es gerade so geschafft, am Gefängnis vorbeizuschlittern. Währenddessen merkt er, das kann ich nicht. Ich bin nicht die Person, die aufgibt. Ja? Und dann nimmt es seinen weiteren Lauf. Also wirklich, und das ist, da ist dieses Mindset sehr, sehr klar. Ne? Ich bin nicht die Person, die aufgibt. Ich stehe oben. Ich habe Erfolg. Andere schauen zu mir auf. So, und das ist aber ein Spielfeld. Ne? Also das klassische Spielfeld des Narzissmus: Geld, Aussehen, Position. Ne? Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen zu denken, dass sich nur dort Narzissten tummeln. Ne? Weil wenn man sich überlegt, um was es geht, ne? Um Besonderheitsgefühl, um soziale Aufmerksamkeit, das kann man in allen möglichen Sphären ausleben. Ne? Und es gibt Narzissmus auch in Gruppierungen, die ganz anders drauf sind. Ja? Die Gruppierungen, die sagen, wir wollen, dass alle gleich behandelt werden und dass es allen gut geht. Auch da lassen sich Narzissten finden. Ja? Das gibt so den Begriff der kommunalen Narzissten. Das heißt, das wären Personen, die haben das gleiche Mindset, aber die leben das auf einem anderen Spielfeld aus. Die sagen dann, ich bin der beste Freund überhaupt. Ich kann der Menschheit viel besser helfen als alle anderen. Ich habe Weisheit zu geben, um die Menschheit besser zu machen. Ja? Auch damit kann man angeben, auch damit kann man Aufmerksamkeit erzeugen. Und auch auf diesem Spielfeld, wenn andere einem irgendwie die Aufmerksamkeit stehlen, kann man plötzlich biestig werden. Ja? Das heißt, auch das ist ein Spielfeld, auf dem man Narzissmus ausleben kann. Und es gibt sogar Personen, die ihren Narzissmus darüber ausleben, dass sie sagen, ich leide viel authentischer und tiefer als andere an der Schlechtigkeit der Welt, an dem, wie es mir geht und so weiter. Ja? Das heißt, Narzissmus ist etwas, das kann auf ganz vielen unterschiedlichen Spielfeldern ausgelebt werden. Häufig sehen wir das eben in Kombination mit solchen statusbezogenen Spielfeldern. Und wie genau entsteht jetzt so ein Narzisst? Du hast ja gesagt, 50% Genetik, okay. 50% Umfeld. Ich habe mit Dr. Britta Papay schon mal im Podcast über Narzissmus gesprochen. Da sind wir auch viel so auf die Familiengeschichte eingegangen, zum Beispiel auch von ihr persönlich. Sie bekennt sich ja selber auch als Narzisstin und hat dann auch erklärt, wie das bei ihr früher in der Familie war und so weiter. Inwiefern ist es dann, weil du hast ja selber gesagt, okay, familiäres Umfeld ist ein relativ kleiner Anteil und so das gesamte Spektrum des restlichen Umfelds hat auch einen sehr großen Einfluss. Vielleicht können wir das nochmal kurz beleuchten. Der Rest des Umfelds, inwiefern prägt der eine solche Persönlichkeit? Ja. Wahrscheinlich stärker als das familiäre Umfeld. Vielleicht muss man nochmal gucken, woher wir kommen in der Erklärung. Diese typische Erklärung geht ja über das familiäre Umfeld und häufig in der Verbindung mit so einer Idee von erzeugten Traumata. Also im Prinzip eine zu kalte Erziehung,
die dazu führt, dass eine emotionale Leere da ist, das Gefühl nicht liebenswert zu sein. Und das erzeugt dann kompensatorisch diesen Narzissmus, der dann ausgelebt wird. Das ist das klassische psychoanalytische Maskenmodell von Narzissmus. Und dazu muss man relativ klar sagen, gibt es keine empirische Evidenz. Ja? Und dagegen gibt es viel empirische Evidenz. Das heißt, das scheint nicht der klassische Weg zum Narzissmus zu sein. Wenn die Erziehung einen Einfluss hat, dann eher andersrum, nämlich dass übermäßiges Lob über lerntheoretische Mechanismen dazu führen, dass Kinder glauben, na, wenn meine Eltern sagen, du baust immer den allertollsten Lego-Turm der Welt, niemand kann so schöne Mandalas ausmalen wie du, dann glaube ich das irgendwann, ne, und nehme auch so ein bisschen dieses Mindset an. Also wenn, dann eher über so einen Weg, gar nicht über Traumata, sondern einfach über übermäßiges Lob. Aber das viel Wichtigere ist, dass der elterliche Anteil wahrscheinlich viel, viel geringer ist. Ja, es gibt tatsächlich Modelle, wenn man die berechnet, da wird der auf 0 geschätzt, weil das die Daten besser abbildet. Ja? Und ich glaube, das ist wirklich ein wesentlicher Punkt, wenn wir über Narzissmus nachdenken. Weil wir reden ständig über die Eltern. Richtig. An dieser Stelle. Und das heißt ja nicht, dass in einem Individualfall mal die Eltern eine wichtige Rolle gespielt haben. Ja? Aber in den allermeisten Fällen wird das nicht das Entscheidende gewesen sein. Ja? Und deswegen ist es ganz klarer genetischer Anteil bei Narzissmus, eher stärker als bei anderen Eigenschaften sogar. Und dann sind es andere Umweltanteile. So, welche davon und wie genau, dazu wissen wir extrem wenig. Und jetzt gibt es verschiedene Theorien. Wenn ich jetzt einen Best Guess abgeben müsste, wie funktioniert das denn? Ja. Dann würde ich sagen, dass es so eine Mischung aus einer genetischen Bereitschaft gibt, auf neue soziale Reize anzuspringen, also vielleicht das dopaminerge System, was da eine Rolle spielt, dass Personen, die schnell auf neue Belohnungen anspringen, dass das ein wesentlicher Faktor sein kann. Wenn das dann kombiniert wird mit bestimmten statusbezogenen Erfahrungen, ja, also dass man die Erfahrung macht, dass man irgendwie im Mittelpunkt steht, dass das einem den Kick gibt, ja, und wenn das mit so einer Bereitschaft zusammentrifft, dass das dann so ein Trajectory in Richtung Narzissmus geben kann. Dass man denkt, oh, das fühlt sich gut an, das will ich wieder haben. Ja. Ja? Und dass sich daraus so ein Lebensweg ergibt. Aber wie gesagt, das ist jetzt, dazu gibt es keine Daten, die genau diese Kombination sich angucken. Aber in diese Richtung müssten wir gehen. Also um das zu erklären, Genetik in Zusammenspiel mit anderen sozialen Erfahrungen. Ja? Wirklich schon angefangen im Kindergarten, in der Schule. Diese ganzen Dynamiken in Peergruppen, gerade im Jugendalter. Ja? Die sind total wichtig. Oder auch in Liebesbeziehungen. Wenn ich irgendwie in einer bestimmten Altersphase die Erfahrung mache, andere Personen fahren auf mich ab, ja, das kann ja auch so einen Kick ergeben und kann eben so einen Verlauf nehmen. Oder später im beruflichen Werdegang. Wenn ich plötzlich merke, ja, vielleicht habe ich solche Erfahrungen vorher gar nicht gemacht, solche Bewunderungs- oder Statuserfahrungen, und bin jetzt in einem Beruf, wo plötzlich andere sagen, boah, das ist aber richtig gut. Ja? Dass dann so ein Schalter angeht und man eben mehr in diese Richtung geht. Also all das sind Möglichkeiten, von denen ich denke, dass die wahrscheinlicher sind als jetzt ein bestimmtes Erziehungsmuster. Hört sich sehr unruhig an. Hört sich sehr rastlos an. Also so, das ist so die ständige Jagd nach dem nächsten Kick. Also so hört sich das jetzt für mich an. Ne, du hast ja gerade gesagt, man hat vielleicht eine gewisse Tendenz, dass das dopaminerge System irgendwie schneller anspringt auf gewisse Reize und dann merkt man, okay, Status gibt mir einen Reiz. Anerkennung, gewisse Situationen geben mir einen Reiz und dann gehe ich immer nach diesem Reiz. Also im Endeffekt, wenn wir das jetzt runterbrechen, wenn ich das richtig verstanden habe, was du gesagt hast, geht es sehr auf das dopaminerge System zurück. Wie gesagt, auch das, ne? Ja. Eine Idee, ne, die konzeptuell passt. Beispielsweise auch, ne, man sagt auch bei Koks, das ist die Narzissmusdroge, die ganz klar über dieses System funktioniert, ne? Weil das Verhalten erzeugt, was sehr narzisstisch ist. Aber auch da, würde ich sagen, ist es eine Hypothese, ja, für die vieles spricht. Da brauchen wir deutlich mehr Forschung dazu. Aber ich finde das einen wichtigen Punkt, den du gesagt hast, also dieses Rastlose. Ne? Ja. Also das ist schon etwas, was man sagen kann, dass eine narzisstische Lebensstrategie eine ist, die ein gewisses Risiko birgt, weil man irgendwie auf so einem
schmalen Grat irgendwie ist. Ne? Man will immer Neues, das ist aber unglaublich schwer zu haben. Man kann nicht immer die Beste sein. Das heißt, die Gefahr, dass es nicht klappt, dass man dann die Ellbogen rausholen kann, dass Probleme erzeugt werden, ist groß. Das heißt, es ist schon eine relativ riskante Lebensstrategie. Bei manchen kann das langfristig funktionieren, bei anderen weniger. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein total spannendes Thema. Führt das immer zur Krankheit? Wann funktioniert das gut? Was machen wir damit? Ne? Mhm. Und ich glaube, da gibt's keine einfachen Antworten. Ne? Also auch da würde ich sagen, es ist sehr wichtig, dass wir nicht denken, okay, Narzissmus, das ist so angelegt und das führt immer zum Niedergang, sowohl von den Personen, die mit Narzissten in Beziehungen sind, als auch von den Personen selbst. Deswegen so schnell wie möglich Füße in die Hand nehmen und wegrennen. Ja? Aber es hört sich schon, also jetzt, wo du es jetzt alles so beschreibst, aus meiner Sicht, ne, wir wollen das ja nicht labeln, aber hört sich das schon nicht so positiv für die Person selbst an, als auch fürs Umfeld. Naja, aber wir können ja mal so ein paar Sachen anschauen, wo wir auch jetzt empirisch Effekte sehen. Also Narzissten kommen besser bei anderen an, hatte ich vorhin schon gesagt. Sie landen also deswegen auch schneller in Freundschaften. Sie kommen besser auch in Liebesbeziehungen an. Das heißt, sie landen eher in Liebesbeziehungen. Sie können andere Menschen leichter motivieren. Auch im beruflichen Kontext findet man das, dass sie eher sowas wie Begeisterung in anderen erzeugen kann. Eine Vision, wo ein Team auch hingehen soll, erzeugen können. Sie geben weniger leicht bei Gegenwind nach. Ja, das heißt, sie lassen sich weniger leicht aus der Bahn werfen und bleiben bei Ideen, auch wenn andere sagen, ne, das kann nicht funktionieren. Ja, all das kann sehr, sehr positive Effekte erzeugen. Ja, ist rastlos, ne, ist vielleicht riskant, aber kann positive Effekte erzeugen. Und ich glaube, wir dürfen darauf auch nicht nur aus einer individuellen Perspektive gucken, sondern auch aus einer kollektiven Perspektive. Ja, das kann vielleicht individuell riskant sein, aber für uns als Gesellschaft, als Kollektiv wäre es riskant, wenn es solche Personen nicht gäbe. Ja, wir brauchen Personen, die irgendwie was Neues ausprobieren, die was Verrücktes ausprobieren. Das kann vielleicht dann nicht funktionieren, aber gerade in einer Situation, wo sich die Umwelt sehr, sehr stark ändert und plötzlich ganz andere Strukturen da sein können, dann ist eine Gesellschaft darauf angewiesen, dass es immer mal wieder auch so Versuchsballons gibt in alle Richtungen. Mhm. Ne? Und insofern Lebensstrategien, die riskanter sind, die stärker aus sich rausgehen, die weniger drauf geben, was der Konsens sagt, die sind schon wichtig. Jetzt hast du gerade gesagt, Koks ist so die Narzissmus-Droge. Was genau meintest du damit? Naja, das, was häufig in Verbindung gesetzt wird mit narzisstischem Verhalten. Ne? Das verstärkt es? Also, was? Es äußert sich in einem Verhalten, was sehr narzisstisch ist, ne? Dass man eben Ja, aus sich rausgeht, übertrieben, selbstbewusst agiert, etc. okay. Also anders als jetzt MDMA zum Beispiel, Ja, das oder dann jetzt, uns extrem wenn fühlend wenn und Personen einfach. kiffen, würdest du auch nicht sagen, das ist jetzt besonders narzisstisch. Ja, okay, verstehe. Ja. Wir haben jetzt gerade schon über das Spannungsfeld gesprochen, in dem sozusagen ein Gegenüber auch zum Narzissmus steht. Und in deinem Buch die Kraft des Narzissmus, beschreibst du ja aber auch das individuelle Spannungsfeld, etwa zwischen Autonomie und sozialem Miteinander und den eigenen Zielen. Welche Rolle spielt Narzissmus genau in diesen individuellen Spannungen? Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja als Menschen ganz viele unterschiedliche Motive, also das, was wir wollen, wonach wir streben. Und erstmal teilen wir als Menschen ja auch ein bestimmtes Set an Motiven. Ne? Das ist so das, was als Menschheit sich evolviert hat und was uns vor allen Dingen als soziale Tiere ausmacht, dass wir zum einen zu anderen dazugehören wollen. Also wir wollen Teil einer Gruppe sein, Zugehörigkeit empfinden. Das ist so ein ganz wesentliches Motiv von Menschen. Und auf der anderen Seite wollen wir aber auch Dinge erreichen, vorankommen. Ja? Also auch persönlich Neues erreichen. Und das sind erstmal zwei soziale Motive, die wir alle teilen in gewissem Ausmaß, ne? Also die was Menschliches sind. Aber das Interessante ist, dass es hier ein gewisses Spannungsfeld gibt. Warum? Weil wir zwar beides wollen können, aber nicht beides gleichzeitig optimieren können.
Mhm. Das heißt, wir können nicht gleichzeitig das Zurechtkommen und das Vorankommen optimieren. Ja, also wenn wir all unsere Lebenszeit, all unsere Energie ins Vorankommen setzen, ins Persönliche, dann werden wir nicht so gut wie andere mit anderen zurechtkommen können, weil wir einfach weniger Zeit, Energie haben, um uns mit anderen zu Ja. beschäftigen. Ne? Andersrum, wenn wir alles aufs Vorankommen setzen, wenn wir sagen, die Bedürfnisse anderer sind immer das Wichtigste, ich lasse alles stehen und liegen, sobald jemand was hat und kümmere mich dann um andere Menschen. Ne? Ich stelle meine Bedürfnisse immer zurück und andere sind immer das Erste. Dann werde ich besser mit anderen zurechtkommen, aber ich werde nicht so gut vorankommen wie andere. Das heißt, hier besteht ein gewisses natürliches Spannungsfeld. Ne? Und das ist eine Grundaufgabe des Menschlichen, wie man damit zurechtkommt. Und wir Menschen, wir suchen Lösungen, um mit diesem Mhm. Spannungsfeld zurechtzukommen. Und jeder findet so seinen individuellen Weg, damit zurechtzukommen. Und die meisten Menschen versuchen irgendwie beides auszutarieren. Ne? Also, dass man sagt, naja, ich kümmere mich schon um meine Sachen, die ich erreichen will, aber ich schaue eben auch, dass ich das in einer Art und Weise mache, dass ich eben mit anderen gut zurechtkomme. Und das Interessante jetzt am Narzissmus ist oder an Personen mit hohen Werten im Narzissmus ist, dass sie eine relativ radikale Lösung dieses Spannungsfelds wählen. Ja? Mhm. Dass sie nämlich sagen, ich will vorankommen. Das ist mein Prä, darum geht es. Ja? Und dadurch haben sie weniger Energie, Zeit, Ressourcen, um mit anderen zurechtzukommen. Ja? Ja. Und das ist dann auch, ja, sag mal, von der Motivation her eine Erklärung, warum wir all diese Phänomene sehen, wo wir sagen, das sind doch narzisstische Arschlöcher, warum machen die das? Ne? Mhm. Und wir neigen so ein bisschen dazu, dann zu sagen, das sind Menschen, die können gar keine Liebe empfinden, die können gar nicht empathisch sein, die verstehen andere Menschen gar nicht, die wissen noch nicht mal mehr, dass sie selbst narzisstisch sind. Ne? Also diese krankhafte Idee da reinzubringen. Aber eine viel sparsamere Erklärung ist, die haben schlicht nicht die Zeit dafür. Oder nicht die Lust. Ja? Und tatsächlich ist es so, wenn wir Studien machen und angucken, wie gut können Narzissten denn die Emotionen anderer verstehen beispielsweise, dann sehen wir, es gibt kaum Unterschiede. Ja? Und der wesentliche Unterschied ist, wie sehr wollen sie das im Vergleich zu anderen Dingen. Ja? Das heißt, diese Lösung, dieses Spannungsfeld, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt auch noch andere Spannungsfelder. Also das andere, was bei Narzissmus wichtig ist, ist dieses Spannungsfeld zwischen Exploration und Sicherheit. Ja? Auch das ist ein ganz wesentliches menschliches Spannungsfeld. Ja? Wir alle wollen Sicherheit. Ja? Wir wollen, dass wir geschützt sind vor körperlichen Gefahren, vor sozialen Gefahren, aber auch gedanklich. Ja? Also wir wollen irgendwie ein Verständnis der Welt haben, was irgendwie eine gewisse Konsistenz hat. Ja? Also wir wollen sagen, ja, ich habe schon eine Ahnung, wie das mit dem Leben funktioniert und wie die Welt so ist. Ja? Also ein gewisses Bedürfnis nach Sicherheit auf allen Ebenen haben wir. Gleichzeitig haben wir als Menschen Bestreben, Neues zu erfahren, zu explorieren. Und zwar auch wieder räumlich, mit andere Menschen kennenlernen, aber auch neue Ideen kennenlernen. Mhm. Ja? Auch das wieder genau das Gleiche. Das sind zwei grundlegende menschliche Bedürfnisse. Und auch hier wieder können wir beides nicht gleichzeitig optimieren. Ja. Ja? Wenn ich alles auf Sicherheit setze, wenn ich sage, ich sortiere mein Leben so, dass mir nichts passieren kann, Mhm. ja? Keine körperlichen Gefahren, ich gehe mit den Leuten rum, wo ich genau weiß, die wollen mir nichts Böses. Und ich habe auch mein Gedankenkonstrukt so, dass das nicht angegriffen werden kann. Ja? So, dann werde ich Sicherheit haben, aber ich werde auch kaum was Neues erfahren. Ja. Ja? Und andersrum, wenn ich halt sage, Exploration, darum geht's, ich will so viel Neues wie möglich haben, ja, in die Welt rausgehen, viele Menschen kennenlernen, mit allen möglichen unterschiedlichen Ideen konfrontiert werden, dann exploriere ich, bekomme neue Informationen, aber ich muss halt zwangsläufig mit der Unsicherheit, den möglichen Gefahren, sozial, intellektuell, körperlich, muss ich umgehen können. So. Und auch hier wieder ist so tendenziell bei Narzissten eine radikalere Lösung, dieses Spannungsfeld, mich zu sagen, Exploration. Ja? Ja. Weniger Sicherheit. Und diese Kombination, Vorankommen und Exploration, das macht so die Motivlage von Narzissten aus. Ja? Und das ist, glaube ich, nochmal so ein anderes Verständnis davon, woher kommt das denn eigentlich alles, als das, was wir typischerweise verwenden. Weil die typische Erklärung geht entweder über Traumata und diese Art der Krankheit. Ne? Das ist das, was irgendwie über diese Kompensation
das narzisstische Handeln erzeugt. Oder zweitens Bösartigkeit. Also so eine innere Bösartigkeit, im Prinzip ja fast diese Lust am Leiden anderer. Ja? Das ist ja dann Sadismus. Das Genau, ist ja das wieder was wäre anderes. Sadismus. Ne? Also, aber in der Erzählung, die wir über Narzissmus hören, schwingt das fast immer so mit. Ne? Also das sind, wenn man sich die typischen 3, 4, 5, 7 Tipps, um mit narzisstischer Manipulation in Beziehungen umzugehen, anhört, dann hat es genau immer diesen Sprech. Ne? Ja. Und ich glaube, man muss es runterholen auf was normal Menschliches. Ne? Es ist keine Krankheit, weder traumatisiert noch Bösartigkeit, um die es hier geht, sondern um eine bestimmte Art der Motivation, eine bestimmte Art des Lösens von aber ganz menschlichen Spannungsfeldern. So, und das erzeugt dann diese Konsequenzen im Positiven wie im Negativen. Ich finde das sehr interessant, was du gesagt hast. Und das ist ja so ein bisschen problematisch, ne, was du beschreibst, weil Autonomie und also oder zum Beispiel, ja, Autonomie ist ein Grundbedürfnis, ne? Ja. Und Sicherheit aber ja auch. Ja. Und irgendwo steht es aber konträr zueinander. Naja, also wir schaffen das ja schon im Leben. Also es ist ja nicht Also in einer Situation so, ne? Sondern die Situationen verteilen sich ja im Leben und ich wähle jeweils so ein bisschen. Hm? Richtig. Ich meine, wir sind immer in diesem Spannungsfeld und versuchen sozusagen unseren Weg zu finden. So. Aber gleichzeitig finde ich, haben wir oft die Vorstellung, dass wir alles haben können. Mhm. Das vermitteln einen ja auch oft so Werbespots oder die ganzen Filme und so weiter, ja. Du kannst super sicher sein, gleichzeitig kannst du alles explorieren. Ja. Du kannst super erfolgreich sein Ja. und hast noch ein super krasses soziales Netz, hast eine super Familie und das ist dieses vollkommene utopische Bild. Ja. So. Ja, das ist ein wichtiger Ja. Punkt. So. Und das ist ja gar nicht möglich. Nee. Weil das, was du ja gerade beschreibst, sind diese Spannungsfelder zwischen Autonomie, Exploration und Ziele erreichen, vorankommen. Ne? Und dann zwischen Exploration und Sicherheit. Und irgendwo, natürlich kann man da eine Vernetzung finden. Und ich denke mal, das ist so der Mittelweg, der wahrscheinlich auch der ist, der uns zufrieden macht. Würde ich jetzt mal so Hypothese aufstellen, wenn wir so schaffen, so einen Mittelweg zu finden. Da sind wir zwar nie auf der extremen Seite, ne? Ja. Da muss man sich vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen und sagen, ja, wenn du in die extreme Seite gehst, dann wird dir vielleicht ein anderes Grundbedürfnis auch fehlen, ja? Ja. Wenn du extrem in die Exploration gehst, ja, wenn du extreme Risiken eingehst, natürlich kannst du dann auch vielleicht in der unternehmerischen Sicht jetzt sehr erfolgreich sein, Ja. aber du wirst nie das Gefühl von Sicherheit haben, ja? Ja. Und ich finde das super interessant, dass du kannst es nicht alles haben. Ja, ist ein super wichtiger Punkt, ne? Also wie du sagst, weil wir es anders erzählt bekommen. Und natürlich gibt es Menschen, die mehr Ressourcen haben, ne? Und die deswegen vielleicht mehr gleichzeitig machen können. Oder die qua ihrer Fähigkeiten in der Lage sind, ne, das auf einem anderen Level auszutarieren. Ne? Aber Ressourcen, meinst du innere Ressourcen? Oder? sowohl, auch wenn ich finanzielle Ressourcen habe, kann ich mir ein Umfeld bauen, was es mir leichter macht. Ne? Ja. Aber auch innere Ressourcen. Ne? Also auch Personen, die fähiger sind, ja, kognitiv wie sozial fähiger, schaffen es mehr auf Zu beiden, balancieren. mehr zu balancieren. So, aber das Problem hat man trotzdem für jede Person für sich. Auf dem Level, auf dem du bist, Ja. hast du dieses Spannungsfeld immer. Trotzdem, ja. Immer, ne? Und ich würde jetzt gar keine Empfehlung aussprechen. Ne? Also ich würde auch sagen, dieses mittlere Austarieren ist das, was am wenigsten Probleme erzeugt, ne? Was vielleicht auch im Mittel zufriedener macht. Aber Personen, die jetzt sehr erfolgreich sind, die wir anhimmeln für das, was sie erreicht haben, was sie der Menschheit auch gebracht haben, die sind meistens einen extremeren Weg gegangen. Ja. Ne? Die haben halt gesagt, das ist das, was ich will. Das will ich beitragen. Dieses Rätsel will ich lösen. Mhm. Diese Leistung will ich bringen. Ja. Und darauf setze ich alles. Ja. So, ne? Auch das ist nicht das, wo wir sagen, so musst du es machen. Mhm. Aber das ist ein Lebensweg, der möglich ist, den wir wieder als Gesellschaft brauchen. Ja. Und das Spannende für mich als Individuum ist, was ist der richtige Weg für mich? Ne? Das ist super spannend, was du erzählst. Und
Ich rede darüber ja auch manchmal im Podcast. Ich habe diesen Podcast ja jetzt in 2,5, 3 Jahren aufgebaut. Und ich habe mich wirklich der Sache komplett hingegeben. Also ich bin da auch einen sehr extremen Weg gegangen, würde ich sagen. Also ein Weg der Exploration, ein Weg des Vorankommens, was auch zwingendermaßen passieren musste, damit ich mein Leben auch so finanziell stabilisieren kann Ja. und so weiter. Und das musste passieren, weil sonst hätte ich nicht meine ganze Energie reinstecken können. Und auch gleichzeitig bin ich da ein extremes Risiko eingegangen, weil man wusste ja nicht, was passiert. So. Ja. Das heißt, was mir sehr stark gefehlt hat, war so diese Sicherheit. Ich hatte deutlich weniger Energie als vorher für meine sozialen Netze. Da ist auch einiges in die Brüche gegangen. Und ich habe es dann aber immer so gesehen, als das ist der Preis, den du zahlen musst. Mhm. Weil du kannst halt nicht, du hast diese begrenzte Energie und du kannst sie nur einmal anwenden, so wie du es gerade beschrieben hast, ne? Wenn du das dann der Exploration, der Hingabe des Vorankommens und so weiter widmest, dann wird die an einer anderen Stelle fehlen. Und das hat mir dann auf dieser einen Seite natürlich dann auch diesen Podcast jetzt Ja. hier beschert, den ich heute, was ich als sehr privilegiert empfinde, führen darf. Aber ich zahle dafür, und das merke ich täglich, meinen Preis. Ja. Und da bin ich ständig auch in so einem Konflikt. Einerseits möchte ich das weitermachen, so wie es ist, weil ich das super, also es bringt mir viel, ne? Ich habe hier tolle Menschen vor mir sitzen, wie unter anderem dich. Viele Menschen spiegeln mir das auch wieder, hey, das hat mir voll geholfen, so diesen Podcast zu hören und so weiter. Aber das auf dem Level zu betreiben, mit 2 Publikationen in der Woche und so weiter und so Ja. fort, und dem ganzen Drum und Dran, das ja viele nicht sehen, viele sehen ja nur die Videos, aber da ist ja ein riesen Rattenschwanz Ja. an Arbeit dahinter. Das auf dem Pensum zu betreiben, erfordert halt diese Opfer auf der anderen Seite. Und da merke ich selber, Mitya, bin ich ständig in so einem Spannungsfeld und merke auch, gewisse Grundbedürfnisse sind auf der anderen Seite auch nicht immer 100% erfüllt. Mhm. Das sage ich auch ganz offen und transparent, weil hier geht es ums echte Leben und hier geht es nicht darum, irgendwie den perfekten Podcast zu haben und ja. das Bild zu erwecken, dass hier alles super und perfekt ist. Und das ist ja nur ein Beispiel dafür. Ich denke, viele andere Menschen stecken ja auch in diesem Spannungsfeld. Ne? Total. Ich kenne es zum Beispiel auf der anderen Seite. Ich kenne Freunde von mir, die sind super in ihrem sozialen Netz sehr stark verankert. So. Und das ist zum Beispiel etwas, das sehe ich dann so und denke mir so, boah, krass, das ist voll cool. So. Du investierst voll viel Zeit in deine Beziehung und du scheinst damit auch voll glücklich zu sein. Und was spiegeln die mir wieder? Die sagen so, boah, Leon, du hast hier was Eigenes aufgebaut, du bist damit jetzt gerade erfolgreich. Das hätte ich ja so gern. Ja. Weißt du so? Und dann Ja. fast schon beneidet man sich gegenseitig. Und das ist dieses Spannungsfeld. Du kannst halt nicht beides haben. Ja. Und da finde ich, ist so diese Schwierigkeit, wie kann ich lernen, damit besser umzugehen und wie kann ich da besser im Balance finden? Ja, super spannend. Also, und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wenn man so mal genauer drüber nachdenkt über das eigene Leben. Ne? Das geht mir ganz genauso. Also, ne, der Job nimmt ganz viel ein und deswegen bin ich erfolgreich, kann ein tolles Team leiten, ganz viele spannende Projekte. Es gibt immer was zu tun und neue Dinge, die dann super spannend sind. Ne? Und ich habe aber auf jeden Fall zu wenig Zeit für Familie, für Freunde etc. Ne? Und da kommen dann Überlegungen auf, ne? Sollte ich das eher anders machen? Ja. Und ich glaube, also erstmal ist es total wichtig, dieses Grundproblem zu akzeptieren. Also dieses Grundproblem, wir haben halt ein Leben, wir müssen uns irgendwie entscheiden, wir können nicht alles auf einmal Ja. haben und das ist halt kompliziert. Ja, Aber voll. auch faszinierend und überhaupt muss man so ein bisschen demütig sein, dass man überhaupt an diesem ganzen Wahnsinn hier teilhaben darf. Ne? So, Ja. und man hat das Privileg, dass man überhaupt sich entscheiden kann. Ne? Viele andere Menschen auf der Welt, die wissen ganz genau, was sie zu tun haben, nämlich irgendwie dafür sorgen, dass sie überleben. Ja, richtig. Ja. Das heißt, das ist erstmal ein Riesenprivileg und ich glaube, da muss man wirklich demütig sein und das erstmal so akzeptieren. Und auch so ein bisschen Resilienz zeigen. Ne? Also sagen, ja, das ist das Leben und ich bin bereit, das aufzunehmen. So. Und dann ist es, glaube ich, wirklich so, dass es nicht, also man findet nicht so einmal die eine Schiene, Mhm. die für einen perfekt passt und die man dann immer fahren kann. Also es ist, glaube ich, schon wichtig, so Weichenstellungen, ne, an entscheidenden Ja. Stellen auch zu treffen.
Aber dann ist es schon so, dass man immer wieder sich auch beobachten muss. Ne? Also tut mir das jetzt gerade gut? Tut mir das in dem Ausmaß gut? Mhm. Ja, also sollte ich, also klar will ich, dass mein Podcast gut funktioniert, aber Ja. will ich vielleicht jetzt diesen einen Dreh noch mehr, nehme ich den erstmal zurück und kümmere mich jetzt erstmal um was anderes. Ne? Also diese Art der Beobachtung, die ist, glaube ich, total, total nötig. Und vor allen Dingen muss man halt rausfinden, was passt zu mir. Ne? Aber es gibt natürlich viele Vorbilder für alles. Ne? Aber das Mhm. sind ja dann auch deren Persönlichkeiten, für die das passt. Ne? Aber was ist das, also sich so ein bisschen zu beobachten, was ist denn mein Motivsystem? Ja? Ja. Also was gibt mir denn positiven Affekt? Also was gibt mir positive Emotionen? Wann fühle ich mich so richtig echt, authentisch? Bei welchen Tätigkeiten? Aber ich finde, Mietja, da ist auch ein Konflikt und Spannungsfeld zwischen was will ich und was brauche ich. Mhm. Weil ich merke jetzt zum Beispiel, ich bin immer sehr stark in der Exploration, war ich schon mein ganzes Leben. Und ich habe gar nicht so ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit. Also ich kann Risiken eingehen und es trifft mich nicht so sehr. Andere Menschen, die sagen zu mir, Leon, bist du verrückt? So, ich würd gar nicht klarkommen auf mein Leben, was du für Entscheidungen triffst. Ja. So, ich habe zum Beispiel einfach meinen Job gekündigt, ohne einen neuen zu haben und so. Und das wird jemand, der ein starkes Sicherheitsbedürfnis hat, niemals machen. Und trotzdem merke ich dann, ich habe damit kein Problem, das zu tun. Und dann ist da trotzdem immer so ein Gefühl von, boah, ich komme nicht richtig an. So, ich fühle mich nicht 100% sicher. Mhm. Weißt du? Es ist ja klar, wenn du so lebst, dass das dann nicht Ja. da Ja. ist. Ja. Und für mich ist so die Frage, und vielleicht auch die Frage von vielen Zuhörerinnen, gehen wir jetzt vielleicht mal davon aus, ja, ich habe einen extremen Drang zur Exploration. Ne, das kann ja auch zum Beispiel auch Reisen sein. Ich möchte ganz viele Städte sehen. Es gibt ja auch diese, ne, die Menschen, die immer zum selben Urlaubsziel fahren. Ich bin zum Beispiel der Ja. immer in anderen. Ich Ja. ich möchte dann immer woanders hin. So, weil ich möchte diese Neuheit. Ich interessiere mich so, ja, aber der andere Ort, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich will mal wissen, wie die Ja. Menschen da sind und so, Ja. weißt du? Und das ist so ein Explorationsdrang und gleichzeitig aber habe ich manchmal das Gefühl, der nimmt so ein bisschen Überhand. So. Aus deiner Erfahrung, so wie kann man da mehr in die Balance finden, dass das einfach gesünder ist? Weißt du, was ich meine? Es gibt ja auch die andere Seite, das merke ich auch, Leute, die so extrem sicherheitsbedürftig sind und die wünschen sich eigentlich irgendwo, haben die so ein tiefes Bedürfnis nach ein bisschen mehr Exploration. Ja. Aber die sind dann halt so in dieser Sicherheit gefangen und dann ist vielleicht der Alltag sehr eintönig, immer beim selben Urlaubsziel, ja, immer seit 20 Jahren im selben Job. Da gibt es ja so andere, das Ja. ist eine andere Dynamik. Ja. Ja. So, und wie finden wir ein bisschen mehr, ja, wie soll ich das erklären? Also ein bisschen geht es schon ja auch darum, dann eine gewisse Ganzheitlichkeit in seinem eigenen Leben hinzubekommen, wo Richtig. die anderen Motive eben auch mitbeteiligt sind. Ja. Ne? Und also, wie gesagt, erstmal, das ist normal, ne? Also wenn ich eine Strategie habe, die halt etwas Bestimmtes extrem verfolgt, dann habe ich, weil ich ja auch ein Mensch bin mit allen Bedürfnissen und Gefühlen, ne? Dann ruft von der anderen Seite immer noch so ein bisschen was. Und es ist natürlich auch so, auch auf lange Sicht, ne, wenn man sich jetzt die Lebensenergie, die Ressourcen vorstellt, also Bausteine, ja, dann ist was irgendwie tragfähiger ist, wenn man irgendwie so 3 Säulen macht und da oben drauf steht. Ne? Ja. So, dann hat man so eine mittlere Höhe, die man dadurch erreicht. Ne? Wenn ich die ganzen Bausteine einfach übereinander mache, dann habe ich einen ganz, ganz hohen Turm. Ja. Ne? Ja. Aber der ist halt wackelig. Ja. So, ne? Und in gewisser Weise betrifft es wieder dieses Dilemma und man muss sich so ein bisschen entscheiden. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man halt so eine gewisse Flexibilität auch bekommt, was die eigene Lebensstrategie angeht. Also, dass man jetzt in deinem Fall sagt, ja klar, Exploration, ich will das und ich kann das auch besser als andere und deswegen nutze ich das auch, das gibt mir total viel, aber ich probiere trotzdem auch das andere aus. Ja, also dass man eben nicht nur die eine Strategie fährt, sondern so ein bisschen spielerischer damit umgeht und so ein bisschen die eigenen Verhaltensmöglichkeiten auch verbreitert. Ne? Also
wir reden also viel so über Optimierung und ne, Menschen wollen versuchen, irgendwie so ihre Persönlichkeit zu optimieren. Ich finde, das Wichtigste dabei ist tatsächlich so ein bisschen die Flexibilisierung. Also nicht so festgefahren zu sein auf genau diese eine Strategie. Und das heißt dann für Menschen, die sehr viel explorieren, eben auch so ein bisschen Ruhe genießen zu können, Sicherheit, Wiederholung genießen zu können. Für Menschen, die sehr auf Sicherheit fixiert sind, so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauszugehen, ein bisschen was Neues auszuprobieren. Ne? Und ich merke das auch, wenn ich dann mal in so ein Setting komme, das irgendwie ruhiger ist. Das passiert oft dann in so sicheren Beziehungen mit Freunden. Zum Beispiel mein bester Freund, der holt mich immer runter. Ja. Der ist so, der kommt das Gegenteil von mir. Der ist so ein kompletter Sicherheitstyp. Ja. Und wenn wir dann, er wohnt in Bochum, meiner Heimat, ich wohne ja aktuell noch in Nürnberg, und dann sehen wir uns immer ein paar Mal im Jahr und verbringen so ein paar Tage zusammen. Ja. Und da merke ich, der ist so krasser Gegenpol zu mir, der holt mich komplett runter, weil der ist gar nicht so dieser Explorationstyp. Und dann merke ich, dass das einfach eine andere Art von Energie ist, die für mich dann manchmal schon so ungewohnt ist, aber wenn ich mich darauf einlasse, dann birgt die so eine Ruhe und so eine Beständigkeit, die mir auch ganz viel gibt und der ich dann aber einfach in meinem eigenen persönlichen Leben manchmal keinen Zugang gebe, weil ich so in dieser anderen Säule verfangen bin, würde ich mal sagen. Und was mir zum Beispiel auch sehr geholfen hat, mein Coach Thomas, der hat mir mal auch ein schönes Bild skizziert, so ein Säulenmodell. Er hat mich gefragt, Leon, auf welchen Säulen basiert denn dein Leben? Und dann habe ich unter anderem gesagt, Familie, ne, die Beziehung zur Familie, Freunde, Liebe, Business, Sport und so weiter. Und ich habe verschiedene Säulen aufgezeichnet. Und dann hat er mich gebeten, mal diese Säulen, ne, die noch leer waren auf dem Blatt, zu füllen. Wie weit ich denn denke, dass die gefüllt sind. Und dann hat sich da ein ganz schönes Bild abgezeichnet, dass zum Beispiel, ja, meine Familiensäule relativ brüchig ist, so. Das kann nicht bedingt beeinflussen, dass die stabiler wird, ne? Aber so kann man sich so ein Bild machen, okay, auf welchen Säulen basiert mein Leben? Welche Säule ist vielleicht super gefüllt und wo würde vielleicht ein bisschen mehr Stabilität helfen? Und so kann man das so ein bisschen auch rationalisieren, das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, diese Spannungsfelder, und kann schauen, okay, vielleicht lohnt es sich wirklich, ein bisschen Energie aus dieser einen Säule zu nehmen, auch wenn sie mir anscheinend extrem viel gibt, ja. Und diese Energie etwas in diese anderen Säulen zu stecken, um dich einfach ein bisschen stabiler zu fühlen. Ja. Und es ist ja auch nicht zwangsläufig ein Nullsummenspiel. Ne? Also prinzipiell stimmt das schon, ne? Ressourcen hier, Ressourcen da. Aber in deinem Beispiel, wenn du jetzt Phasen hast, in denen du dich so ein bisschen zurückziehen kannst, Ruhe genießen kannst, das bringt dir wieder Energie. Richtig. Ne? Und in Phasen, wo man das gar nicht schafft, wo man ständig nur so im Hamsterrad ist und im Prinzip auf der letzten Rille irgendwie die Sachen macht, das macht ja auch weniger produktiv. Ne? Voll. Und insofern ist es, selbst wenn man es jetzt nur aus dieser Sicht sehen würde, ich will aber eigentlich vorankommen, ja, es ist sogar einfach nur rational, sozusagen. Ja, ne? Man nimmt sich auch zurück. Und es geht ja nicht nur um Rationalität, sondern es gehört irgendwie natürlich zu einem volleren Leben dazu, ne? Dass man diese verschiedenen Bereiche des Lebens auch ausprobiert, auch genießen kann. Ne? Wie gesagt, in aller Unterschiedlichkeit. Also ich glaube, es gibt dann eben nicht diesen einen Weg, sondern es gibt immer noch diesen Weg, der primär Exploration ist, aber eben reichhaltig, dadurch, dass es eben auch andere Bereiche mit umfasst. Und er hat es ja vorhin von Narzissmus, das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, der bei Narzissten ganz wichtig ist. Ne? Also für die Frage, ja, wie geht man mit so einer Lebensstrategie dann langfristig um? Und die Narzissten, die das längerfristig schaffen, das sind dann meistens solche, die es irgendwie hinbekommen zu lernen, dass es auch wichtig ist, auf andere Menschen zu hören. Ja? Und man kann sich das auch vorstellen, jetzt im beruflichen Bereich, wenn man irgendwie im Management ist, man kommt auch nicht weiter voran, wenn man immer nur seine Idee durchfährt. Ne? Teams sind effektiver, wenn die Informationen fließen, ne? Wenn man anderen zuhören kann. Das heißt, das ist auch so ein Bereich, wo das dann eben
nicht nur ein Trade-off ist, sondern wo es auch ineinander greifen kann. Mitya, wie war das bei dir? Du hast ja gesagt, du bist da auch relativ viel in der Exploration, auch durch deine Arbeit, ne, durch deinen Beruf, deine Berufung als in der Professur. Mm, In welchen Spannungsfeldern warst du und was waren so deine persönlichen Erkenntnisse, weil du dich ja auch wirklich sehr tief mit dem Thema beschäftigt hast, als du dich mit deinem persönlichen Spannungsfeld da auseinandergesetzt hast? Also, mir geht es, glaube ich, in gewisser Weise ähnlich, wie du das, berichtet hast, dass ich Ja. das Gefühl habe, diese Investition in das, persönliche Vorankommen, in das Neue auszuprobieren, also genau diese Kombination, dass mir das schon was, gibt, dass das etwas ist, was ich mag, was ich auch brauche in gewisser Weise, aber dass ich, merke, dass es Kosten hat, dass es, Beziehungsprobleme erzeugen kann, dass es, auch das Gefühl, dass man sagen, so 'n ständiges schlechtes Gewissen anderen Menschen gegenüber haben kann, ne, weil man eben nicht die Mhm. Zeit hat, sich nicht, meldet, aber auch schlechtes Gewissen gegenüber sich selbst, weil man eben, ja, etwas, was man eigentlich gerne macht, zu wenig macht, sich mit, Freunden treffen, Ja. Zeit in der Familie zu investieren. Also, das ist schon so ein Thema, was mich dann durch meine Lebensstrategie dann schon begleitet hat, ne? Ähm Was hat dir geholfen, damit umzugehen? Oder ist es bei dir auch immer noch so, dass also, hat sich das Spannungsfeld verändert über die Zeit? Jetzt gerade auch mit Familie und so, das würde mich auch noch mal interessieren. Wie tarierst du das aus bei dir im Leben? Learning by doing. Also, das ist, glaube ich, nicht so was, wo ich jetzt sagen würde, das ist irgendwie fertig und auch Mhm. sicherlich nicht so, dass ich sagen würde, dass jetzt genau so Ja, muss ist 'n es sein. ständiger Das Prozess, das ja. ist ein ständiger Prozess, und mit schon links und rechts an die Leitplanken knallen, wenn es mal nicht so funktioniert, ne? Also, das Mhm. ist, glaube ich, schon was ich eher, beobachte. Ich meine, dazu kommt das Alter dann, ne? Man Ja, wird man wird ein bisschen älter. Es gibt auch so einen generellen Trend, dass man, mit dem Alter ein bisschen stärker auf Stabilität setzt, ein bisschen ja. stärker auf weniger enge Beziehungen. Das ist erstmal so ein allgemeiner Trend, der damit zu tun hat, dass, ja, wir mit dem Alter eher absichern, wollen und, im jungen Alter man eher auch Ressourcen aufbauen will, erstmal von denen man dann später zehren kann. Natürlich auf ganz unterschiedlichen Niveaus, aber das merke ich schon so ein bisschen, dass dieses, Extremere aus sich rausgehen und alles Neue mitnehmen, Mhm. dass das, 'n bisschen abgenommen hat. Also, für mir geht es immer so, dass diese Selbstbeobachtung und diesen Punkt: „Okay, funktioniert das jetzt gerade so, dass das hilft?“ Aber ich würde nicht sagen, dass das irgendwie perfekt gelöst wäre. Stimmt nicht. Und dieser Teil der Selbstbeobachtung, was kann uns helfen, uns da mehr zu sehen? Weil ich habe auch das Gefühl, das ist so dieses Reflektieren ist ja so der erste Schritt, ne? Auch zu sehen: „Ah, okay, das sind meine Mechanismen, die ich anwende. Das ist meine Strategie, mit der ich hier gerade durchs Leben Ja. fahre“, so. Ähm, Was kann uns in der Selbstbeobachtung helfen, klarer zu sehen, wo bin ich und vor allen Dingen auch, was ist der Lebensweg, den ich gehen möchte? Weil ich glaube, das ist auch oft ein Konflikt, ne? Wieder diese Fragen von vorhin, die ich aufgeworfen habe. Was will ich, was brauche ich? Darüber steht eigentlich also, wir neigen darin, uns manchmal vielleicht darin zu verlieren, was wir jetzt gerade unbedingt wollen, so, weißt du? Ja. Und dann hilft es manchmal so ein bisschen rauszuzoomen und mal das ganze große Bild zu betrachten. Was ist eigentlich das Leben, das ich leben möchte? Und das ist Teil der Selbstbeobachtung. Was hilft uns, mehr in die Selbstbeobachtung zu gehen? Auch das kostet Zeit, ne? Also, auch Mhm. ich glaube, ein ganz wichtiger erster Schritt ist, sich diese Zeit zu nehmen, für diese Selbstreflexion. Und das ist etwas, was nicht einfach so zwischen Tür und Angel geht. Das heißt, die erste Entscheidung ist, das hat wieder mit diesen Ruhephasen zu tun, also sich Mhm. ganz gezielt diese Ruhephasen zu nehmen, um auch über sowas mal nachzudenken, ne? Und das ist ja nicht so, dass ich jetzt sage: „Okay, heute Abend habe ich jetzt eine halbe Stunde, da setze ich mich jetzt mal hin, da mache ich sozusagen meinen Lebensplan und ich weiß aber schon im Hinterkopf, ich muss noch die E-Mails beantworten“, ne? Das funktioniert Mhm. ja so nicht, sondern das funktioniert dann, wenn ich wirklich mal in Ruhe bin, wenn ich abschalte und dann geht es von selbst an, dieser Gedanke wahrscheinlich, ne? Mhm. Will ich nicht irgendwie, das tut mir doch jetzt gerade gut, warum mache ich das im Alltag nicht häufiger, ne? Also, sich diese Zeit wirklich zu nehmen, um über das Leben zu reflektieren. Und dann hat es so verschiedene Zeitdimensionen. Also einmal geht es um ganz konkrete Situationen,
und einmal eher um diese langfristige Planung. Was will ich denn eigentlich wie es in 10 Jahren ist? Ja? Oder wie will ich denn vom Ende her gedacht mein Leben betrachtet haben, wenn man ganz weit denken will. Ne? Ja. Also sich diese Gedanken wirklich mal zu machen. Aber auch im Kleinen, also in welche Situationen gehe ich überhaupt rein? Also man hat ja im Alltag ganz viele Möglichkeiten, ne? Im Beruflichen das oder das zu machen, aber auch im Sozialen, sich mit den Personen zu treffen oder mit den Personen zu treffen, Ja. dahin zu gehen oder dahin zu gehen. Ja, voll. Und ich glaube, das ist die erste wichtige Entscheidung. Wo will ich eigentlich hin und mit wem will ich eigentlich sein? Und das auch wirklich klarer zu durchdenken, was bringt mir was? Ne? Also wir alle kennen so Erlebnisse, wo wir uns mit Personen treffen und sagen, boah, das war so cool, das will ich mehr haben. Ne? Ich sollte mich mehr mit dieser Person treffen. Und wir haben aber auch so Erlebnisse, wo wir sagen, wir haben jetzt hier einen gesamten Abend verbracht und es hat mir gar nichts gebracht. Voll. Ja? Und das bewusster zu entscheiden, also bewusster dieses kennenzulernen. Wie ist das bei einem? Was bringt mir was bringt mir weniger? Was ist auch nachhaltig irgendwie für mich gut und nicht so ein kurzer Reiz einfach? Ja? Das ist so das eine, also wo wir, glaube ich, einfach ausprobieren und lernen müssen und konsequent sein müssen. Und das andere ist dann in den Situationen drin, also vor allen Dingen auch in sozialen Situationen, so die eigenen Wahrnehmungen und das eigene Verhalten zu reflektieren. Also nehmen wir mal das Beispiel, dass man irgendwie jetzt das Gefühl hat, man reagiert zu schnell aufbrausend. Ja? Dann betrifft das unsere Wahrnehmung und unser Verhalten. Nämlich unsere Wahrnehmung, dass wir irgendwie zu schnell auf Sachen irgendwie negativ reagieren. Ne? Dass wir beispielsweise, wenn jemand was sagt, dass wir irgendwie das Gefühl haben, oh, der will mich jetzt angreifen. Oder so. Ne? Das ist so der erste Punkt, wir sagen, okay, war das jetzt wirklich so gemeint? Was war eigentlich die Intention der anderen Person? Ja? Also da so ein bisschen einen Schalter davor zu haben. Und das andere ist das eigene Verhalten. Ne? Also wenn ich eine bestimmte Wahrnehmung habe, wenn ich das Gefühl habe, oh, der will mich angreifen, dann heißt es ja trotzdem nicht automatisch, dass ich jetzt dagegen bollern muss. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist nochmal eine andere Form der Reflexion. Wie agiere ich eigentlich in meinem Alltag, vor allen Dingen im sozialen Alltag? Und das ist nicht einfach, weil wir uns nur so sehr abstrakt häufig beobachten. Wir sehen uns ja wenig beim Agieren. Ja. Ne? Und deswegen ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich ehrliches Feedback von anderen Menschen bekommt. Ja. Und das ist, also gerade wenn es um so Anteile geht, die nicht optimal sind, gar nicht so einfach. Das auch anzunehmen, ne? Ja, aber auch zu bekommen. Ne? Also, weil Ja. niemand ist gern Überbringer schlechter Nachrichten. Ne? Und dann zu sagen, du Leon, immer wenn hier eine Person davon erzählt, dann guckst du gar nicht hin oder dann reagierst du aggressiv oder was auch immer. Ja. Ne? Sowas zu sagen, da braucht man ein ganz schönes Vertrauensverhältnis zueinander, damit das geht. Und deswegen ist es auch so wichtig, dann wieder solche Personen zu haben, ne? Die einem sowas sagen können. Ja, genau. Also Personen, die einen auch sozusagen auf seine Fehler hinweisen, auf die Schattenseiten vielleicht, auf die blinden Flecken, die man hat. Ne? Ja. Um das jetzt nochmal zusammenzufassen am Ende. Wir haben ja viel über Narzissmus gesprochen. Welche realistischen Wege gibt es, narzisstische Tendenzen besser zu verstehen und vielleicht auch so zu verändern, ohne es abzuwerten? Genau, also erstmal in der ganzen Diskussion über Narzissmus in unserem Alltag, denke ich, ist es wichtig, dass man wirklich das als Persönlichkeitseigenschaft sieht, also ein bisschen runterholt von diesem krankhaften Podest, oder diesem Schimpfwort, wie wir es verwenden, runterholen auf das, was es ist, eine Persönlichkeitseigenschaft und erstmal auch da zu akzeptieren, dass es Unterschiede zwischen Menschen darin gibt. Das ist, glaube ich, erstmal so ein bisschen neutraler, sachlicher draufschauen. Und dann eben ganz klar schauen, was sind die positiven Aspekte, was sind die negativen Aspekte davon. Und das kann man einmal aus der Selbstsicht, also wenn es um die eigenen narzisstischen Anteile geht, machen, aber auch aus der Fremdsicht. Ne? Und wenn wir aus der Fremdsicht drauf schauen, ist, glaube ich, wichtig, auch da nicht nur die andere Person zu sehen, sondern auch einen selbst zu sehen. Also zu sehen,
was finde ich eigentlich spannend, interessant daran? Also warum bin ich beispielsweise Beziehungen mit einem Narzissten, einer Narzisstin eingegangen? Ja, was hat mir das Ja. gegeben? Was finde ich negativ da dran? Wo habe ich empfindliche Punkte? Ne? Auch da unterscheiden sich Menschen darin, wie empfindlich sie auf narzisstisches Verhalten reagieren. Manche sagen, ach ja, gut, ist doch ganz witzig und so ernst meint er oder sie das ja gar nicht. Und andere regt es total auf. Ne? Ja. Also auch im Umgang mit Narzissten zu schauen, okay, das ist halt eine bestimmte Art von Verhalten, das erzeugt folgende Dinge, was macht das mit mir? Und damit ja, in der Kommunikation professionell umzugehen, ohne gleich zu sagen, oh, Red Flag ist da irgendwie eine krankhafte, bösartige Person, muss ich aufpassen, wenn sie das macht, dann ist sie es vielleicht, wenn nicht, dann nicht. Aber zu gucken, okay, was kommt da? Was macht das mit mir? Ist das für mich in Ordnung so? Das heißt, so ein bisschen Akzeptanz, aber auch dann, wenn es sein muss, Grenzen setzen und sagen, ich will das passt nicht dazu, Ja. ich lasse so nicht mit mir umgehen. Also wirklich Verantwortung für die eigene Person, Verantwortung aber auch der anderen Person geben. Also Narzissten sind nicht eben krankhaft traumatisierte Personen, gibt es auch, aber in der Mehrheit nicht. Die haben ihre eigene Verantwortung für ihr Leben. Das sind ihre Prioritätensetzungen, die sie gemacht haben. Dafür müssen sie komplett gerade stehen. Ich habe meine eigenen Prioritäten, Wünsche, Bedürfnisse. Passt es zusammen? Ja, nein. Wenn nein, dann nein. Wenn ja, dann einen Weg finden. Wie bei anderen Persönlichkeitseigenschaften auch. Ne? Es ist auch nicht einfach, mit einer sehr neurotischen Person zusammen zu leben. Ja? Auch da kann man überlegen, ist es etwas, passt es für mich, komme ich damit klar, wie finden wir einen guten Weg? Also, runterkochen, Persönlichkeitseigenschaft, sinnvolle Wege finden, damit umzugehen. Und ganz wichtig, auch wirklich dieses Schubladendenken loswerden. Ne? Also Dimmschalter, Narzissmus als Dimmschalter und es kommt immer auch mit anderen Eigenschaften daher. Ja? Narzissten sind ja nicht nur Narzissten, sondern sie haben bestimmte Wertvorstellungen, die unterschiedlich sein können. Sie sind unterschiedlich intelligent, haben unterschiedlich soziale Kompetenzen. Ja? Und das macht ganz schön viel aus, mit was das sonst noch kombiniert ist. Ja? Also weniger Schubladen, mehr Persönlichkeit in all der Vielfalt und vielleicht auf einer Metaebene wirklich dieses auch gutheißen und akzeptieren von all der Vielfalt, die wir haben. Also nicht diese Idee verfolgen, wir alle brauchen irgendwie so eine gestreamlinete, optimale Persönlichkeit, sondern wir sind unterschiedlich und manche Persönlichkeitseigenschaften sind irgendwie eckig und erzeugen auch Negatives, aber das ist menschlich. Mitja, am Ende des Podcasts stellen wir mal dieselbe Frage. Stell dir vor, du könntest jetzt einen Satz an die Menschen per SMS rausschicken und sie würden ihn alle lesen. Welcher Satz wäre das? Da schließe ich, glaube ich, direkt da an, was ich eben gesagt habe. Menschen sind unterschiedlich und das ist gut so. Mitja, wo können die Menschen dich finden? In Münster bin ich, an der Uni Münster, auf meiner Website mitjaback.de, in den sozialen Medien Dr. Mitja Back und genau, ich habe auch ein Buch geschrieben. Die Links zu Mitja findet ihr in der Beschreibung, unter anderem auch zu seinem Buch Ich, die Kraft des Narzissmus. Mitja, vielen lieben Dank, dass du heute hier im Podcast warst. Es war wirklich ein sehr inspirierendes Gespräch und ich fand es schön, dass du das einfach nochmal auch entpathologisiert hast. Danke, hat viel Spaß gemacht. Danke. Danke.